Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Bim, bim, bim. Na, Conny? Es geht aber ein bisschen lauter, oder? Bim? Ah. Aha. Wir machen ja eine Pause. Ich habe mir mal ein Käffchen mitgenommen, weil es so schön kühl ist. Ja? Mhm. Ich habe mir ein Holy mitgenommen, weil es so schön kühl ist. Ich habe mir ein Wasser mitgenommen, weil es so... Ja. So machen wir jetzt 2 Stunden weiter. Warte mal, ich muss mich erst kurz aufbauen. Ich weiß nicht, Dani, wo ist meine Tüte? Da geht's schon los. Und wo steht die? Hab ich's da hingestellt? Man muss aber auch sagen, wir haben, ich glaube, pro Person 3 Garderoben. Deswegen ist schon nachvollziehbar, dass du jetzt gerade nicht weißt, wo dein Tütchen ist. Vor allem habe ich ja die Garderoben erst gar nicht gesehen. Stimmt. Machen wir uns nichts vor. Patrick, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und, jetzt schon? Ja, ich würde das gleich jetzt gerne schon präsentieren. In den letzten Folgen, da haben wir über was diskutiert, wie man... Das ist wie so ein Heiratsantrag. In den letzten Jahren. Da sind wir durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben 370 Folgen produziert und haben 300.000 Menschen glücklich gemacht. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, nein, das wäre wild. Der heiratet übrigens in 3 Wochen, ne? Also 5, klar. 5 Wochen? Dankeschön, ja. Kannst dich jetzt noch umentscheiden? Will ich nicht. Also wir haben darüber diskutiert, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, wie man hier auftreten könnte in Aschaffenburg. Erinnerst du dich? Nee. Ich wollte dir eine Rampe bauen. Für Skateboard? Ja, aber wir haben ja kein Skateboard. Doch, ich habe eins im Kofferraum. Ja, aber das ist jetzt weit weg und da hatte ich noch eine andere Idee. Okay. Erinnerst du? Ich hol's mal. Ja, der Conny erzählt mir das auch schon wieder halt seit irgendwie 2 Wochen oder sowas, dass er jetzt irgendwas, also ich habe das Geschenk von letztem Jahr, viele haben es schon gesehen, habe ich ja an den Füßen. Sie sind auch, ja, danke. Weiß nicht, ob das ein Applaus wert ist. Ich finde es nur gut, dass da Käse drauf ist. Also, ich weiß nicht mal wieso. Haben wir gesagt? Wir hatten gesagt, wir könnten das ja so machen, dass du von einer Rampe auf einem Bobbycar, weil dich das ja halten würde theoretisch. Und da wir einen Kinderpodcast haben, guck mal. Ja, aber dann würde ich jetzt sagen, wir tun so, als wäre noch nichts passiert. Wir gehen raus, das Intro kommt nochmal und du ziehst mich rein. Ich würde sagen, nach der Pause ziehe ich dich da mit rein, wenn du dich traust. Ich traue mich alles. Und wer danach einen Bobbycar haben möchte... Hä? Ja, das sind die tollsten Geschenke. Draußen bei der Elli, ist die hier irgendwo? Oder ist sie noch draußen? Bei der Elli draußen gibt es so einen Holy Shaker, da sind so rote Dinger drin. Da könnt ihr euch eine Nummer ziehen und wir gucken dann, welche Nummer und dann... Ich darf es nicht mal behalten. Und dann könnt ihr das gerne mitnehmen. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön, ja. Traust du dich da drauf? Wir können dann nochmal sprechen. Ich traue mich. Du hast ja auch so ein bisschen was mit dem Orthopäden zu tun gehabt und so. Und wenn das nicht so niedrig wäre, würde ich die ganze Zeit jetzt da drauf sitzen, weil ich es ja wieder abgeben muss. Tutti. Wollen wir es jetzt mal? Ja, komm. Oh Gott, bist du schwer. Du musst lenken. Du musst auch richtig lenken. Ja, aber du musst auch mitlenken, Mensch. Guck, hier schön. Ey, wir sind im Oktober mit unserem... Du musst mitlenken. Wenn wir ankommen, sind wir im Oktober. Wir sind im Oktober mit Aktenzeichen Kids unterwegs. Da könnten wir das auch machen. Du musst lenken, habe ich gesagt. Das war früher einfach. Mach's gut.
Ja, also wer es haben möchte, draußen gibt es rote Dinger, so Strips. Als ich das bei Kleinanzeigen gekauft habe, hatte ich gefragt, wie alt ist denn das Kind? Da sage ich, 37. Komischerweise gab es keine Rückfrage dann. Okay, das heißt, das ist sogar gebraut. Da haben schon andere Kinder drauf gepupst. Ja, Nachhaltigkeit und so, ne? Ja. Aber ist es nicht schön? Guck mal, die Farbe. Ja, es ist fast unser Grün. Ich hätte es ja noch umlackieren lassen können, aber dann habe ich mir gedacht, nee, okay. Lassen wir es mal. So, Patty und ich waren im Wald. Naja, auf dem Weg dahin, meinst du jetzt? Für mich war es ein großer, dunkler Wald. Für mich war es eine Hecke. Naja, reden wir gleich drüber, weil wir waren da nicht alleine. Wir waren da mit jemandem, den ihr vielleicht kennt. Und wer nicht kennt, lernt ihn jetzt kennen. Applaus bitte für Leon von Leon TV. Wo ist er denn? Ja. Komm in unsere Mitte. Wir sind übrigens alle auf Socken die unterwegs. Kannst du auch so in die Hand nehmen, ne? Hello, ja, hello. So, auf dem Verhörstuhl hier jetzt, ne? Ja. Wir haben auch gesagt, der ist unter Strom. So ein bisschen früher bei Barbara Ehlichmann bei Exklusiv der heiße Stuhl, wird wahrscheinlich der eine oder andere kennen. So ähnlich ist das auch. Also wir waren auf einer Geisteruntersuchung. Wo waren wir da genau, Leon? Dürfen wir das überhaupt sagen? Das ist ja, finde ich, viel wichtiger. Doch, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also im Endeffekt ist natürlich so eine Golden Rule bei Lost Places, nicht immer so einen Standortpreis zu geben, aber das ist halt wirklich eine super runtergerockte Location, die aber historisch betrachtet Schön, richtig spannend ist. Da waren. Was? Super runtergerockt, da gehst du mit uns Ja, ich hab extra, weil ich wusste, ich gehe mit euch beiden, habe ich mir so einen richtig abgeranzten... der Conny wollte den 5-Sterne-Lost Place mal wieder. Es sollte ja auch spannend bleiben, ne? Und deswegen... Ja, im Endeffekt, das Ganze nennt sich Eisenwerke Josef König in Gelsenkirchen. Sagt wahrscheinlich jetzt... Schalke. Oh, ja, das ist der noch gruseligere Ort, aber da habe ich euch zum Glück nicht hingeführt. Ja, im Endeffekt hat der Ort sehr viel spannende Geschichte, die zurückreicht bis in den Zweiten Weltkrieg, weil dort Stahl hergestellt worden ist über viele Jahrzehnte, die eben auch für so komplexe Bunkersysteme und Kriegsmaschinerie genutzt wurde. Und man erzählt sich halt, dass dort auch Zwangsarbeiter gearbeitet haben sollen und so weiter. Und wir waren halt dort, um herauszufinden, ja, was ist denn hier so eigentlich abgegangen und können wir vielleicht mit Präsenzen dort in den Kontakt treten. Und es war krass. Weißt du, was auch krass ist? Da wird gestrickt. Naja, aber ist das jetzt was Neues? Da wird euer Merchandise gerade... Ja. Wir wissen das doch mittlerweile. Mittlerweile. Wir lassen das irgendwo im Ausland. Wir machen das alles vor Ort, meine Liebe. Schön, dass ihr da seid und danke für den Topflappen. Ich habe mich sehr gefreut. Also, wir waren da wirklich in diesen Eisenwerken drin und da kommen wir da hin und die beiden in der Outdoor-Hose, egal, schaut selber. Wir haben nämlich einen Film gemacht dazu und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam dort an. Sitzen wir im Weg, dann gehen wir an den Rand. Ich glaube, es geht, oder? Seht auch, was ist mit der ersten Reihe? Ich kann mich auch schön an den Rand setzen. Seht ihr was? Also, komm, ich setz mich auch an den Rand. Ja, oder stell mich hier an den Rand dann. Und hier noch einen Stuhl mit. Ich mach nochmal deinen Laptop zu, Conny. Wer? Veronika? Also, wir waren, wie gesagt, da eine Nacht und es war wirklich meine oder unsere erste paranormale Untersuchung. Und ich nehme mal eins vorweg. Ich war nicht der Schisser. Und ich hatte ein ganz neues Lebensgefühl. Vor allen Dingen, ihr müsst das gleich sehen, er sagt, er war nicht der Schisser. Wer hat die Solo-Untersuchung gemacht? Da habe ich aber auch gesagt, das sieht man auch gleich in diesem kleinen Hollywood-Reifen bei mir im Studio zusammengeschnittenen Film. Und warum wir keine Schuhe tragen, ist uns das einfach warm. Falls ihr euch fragt. Film ab, würde ich sagen. Mats ab. Mats ab, wie man im ZDF sagt. Ach, leck mich doch. Ja. Da hängt's aber. Was mache ich hier eigentlich? Ja, vom Gefühl. Noch ein bisschen weiter. Und die haben alle Outdoor-Hosen mit. Ja. Okay, Die schützen auch nicht vor Geistern. Kann mir mal. Warum ist das Bild schwarz? Ich frage für einen Freund.
Ja. Was wäre ein Abend mit Aktenzeichen Paranormal ohne technische Probleme? Jingle lang mit Schritten, Trigger AZ, alles da. Ich finde, das fühlt sich hier so richtig familiär an, irgendwie so Filmabend mit der Family. Es lief doch vorhin so schön, Kind. Hast du die DVD verkratzt? Probier es nochmal. Und die haben alle Outdoor-Hosen mit. Ja. Das ist doch jetzt ein bisschen doof. Ja. Bim, 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 liebe Freunde der Nacht. Wir sind tatsächlich in einem Lost Place. Ich habe gar keine Angst, obwohl ihr da draußen, ich blende euch direkt an, alle gesagt hättet, der Conny macht sich hier komplett jetzt in die Hose. Ich hab's gehört. Ja, ich habe da was gehört, aber da ist... Kann man hier nicht mal seine Anmoderation irgendwie in Ruhe vielleicht machen? Es klang nach einem Tier. Ich fand, das klang nach einem Wimmern. Ja. Und damit übrigens auch ein herzliches Willkommen an Leon von Leon TV, unser Special Guest. Wir haben ihn lange geheim gehalten. Wir wissen noch nicht genau, wie lange, weil wir eben gesprochen haben, dass wir noch spoilern. Genau. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Wie oft warst du schon hier? 2-mal. Hast du schon was Schlimmes erlebt hier? Zum Glück noch nicht, aber ich habe noch nie eine paranormale Untersuchung hier gemacht. Ich habe lediglich die Geschichte des Ortes so ein bisschen aufgeklärt. Und alle haben sich gewünscht, ich muss unbedingt hierhin zurückkommen für eine PU und deswegen sind wir heute hier. Und wir auch. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Also schlimmer als das Hotelzimmer kann es nicht werden. Und das stimmt. Wir starten rein. Bim, bim, bim. Ich bin heute echt... Du. Ihr könnt mir doch mal Live-Geflüster machen. Muss ich nur jeder einen Stuhl mitbringen. Ja, und ein Licht und... Und mir auch einen Stuhl mitbringen. Oh, ein altes Faxgerät. Der öffentliche Dienst, dem läuft jetzt das Bein runter. Ich find's ja. Ich glaube, da lief die Hitparade der... Ja, wie heißt das? Du kennst dich im Schlagerbereich besser aus. Ihr dürft ruhig reinkommen, ne? Ich Ja? muss hier nicht alleine durchlaufen. Ja. Sollen wir Schuhe ausziehen, oder? Das würde ich hier nicht machen. Ach, guck mal hier, die gute Singer. Nee, doch nicht. Dass du das meinst. Tatsächlich auch, dass hier mehrere Nähmaschinen rumstehen. Weil das halt überhaupt gar nicht zu einem Eisenwerk passt. Ja. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Also ich weiß es nicht, aber wenn ich morgen anfangen will, mit historischen Nähmaschinen mein Etsy-Channel voll zu machen, bin ich hier richtig. Folgt mir für mehr. Ich muss so reden, weil ich doch ein bisschen... Ja, das wäre ganz toll. Bis hierhin machen wir mal kurz einen Stopp. Ja, also, wir waren da in diesen Eisenwerken und es war wirklich dann auch so, dass Leon, ich sag mal, ist ja ortskundig, Heimvorteil, das ist ja dein Zuhause, solche Dinge, oder? Ja, genau, ich wohne da. Ja. Nee, aber tatsächlich mittlerweile bin ich öfter in solchen Orten unterwegs als zu Hause, könnte man fast meinen. Ja. Da freut man sich drauf. Okay. Okay. Überbrückungsphase ist rum. Ja. Übrigens, mit den Nähmaschinen, da haben wir die Profis sitzen übrigens. Das war das. Das werden wir ein paar Mal öfter heute Nacht noch hören. Das klang halt gerade wirklich wie Tür. Ich finde, das wird gerade immer eindeutiger irgendwie. Ja, aber was passiert denn? Wir wissen gerade nicht, ob die alleine hier sind. Und das Ding ist, ich finde auch einfach jetzt hier in so einem abgelegenen kleinen Nebenräumchen fühlt man sich irgendwie ein bisschen eingekesselter als in der großen Halle. Am Anfang war die Halle total respekteinflößend, aber irgendwie hat man da so ein bisschen Luft zum Atmen. Eine Übersicht wenigstens. Ja, und hier, wenn da einer steht... Kilometer Entfernung, wenn er dann auch... Ja, aber eine richtige Übersicht hast du da, weiß ich nicht, da muss man in eine Richtung leuchten. Leute, also ich habe auch ein wildes Gefühl, aber positiv. Das ist halt auch echt krass, weißt du, wir machen Ich habe halt... ein positives Gefühl. Wir machen irgendwie Video und Podcast, das lebt vor allen Dingen von Gequatsche und Ton, aber ich habe die ganze Zeit den Drang, einfach nur leise zu sein. Lass uns einfach hören, was kommt. Quatsche und Ton sind ja auch... tatsächlich für ein erstes Experiment machen. Schön. Also wir machen jetzt als erstes ein EVP-Experiment. Das ist ein hochsensibles Mikrofon. Kann man so auch ganz normal in irgendwelchen Musikläden kaufen, kostet so 400-500 Euro und nimmt halt die Umgebungsgeräusche extrem gut wahr. Und da wir jetzt schon die ganze Zeit hier irgendwelche Sachen hören, werden wir das jetzt nochmal deutlich hörbar machen. Mal kurz stopp. Jetzt wird's gleich wild, weil wir müssen uns jetzt der Geisterwelt vorstellen. Das haben wir noch nie gemacht. Für uns war es wirklich, also
naja, wir kannten uns halt noch nicht und deswegen hat es vielleicht so ein bisschen unvertraut angefühlt. Da hört man jetzt gleich, also wie fandst du eigentlich, wie wir uns der Geisterwelt vorgestellt haben? War das jetzt sehr distanziert oder war das schon okay fürs erste Mal? Fürs erste Mal top, ganz Ist man da ehrlich. noch beim Sie? Zumal ihr denkt, also ihr habt euch der Geisterwelt vorgestellt, aber die kannten euch wahrscheinlich schon längst. Ich meine, Aktenzeichen Paranormal, da kommt man ja, wenn man sich mit dem Paranormalen befasst, gar nicht drum rum. Von daher, ihr hättet auch einfach sagen können, hi, wir sind's. Aber Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Nee, ihr habt das echt töfte gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Okay. komisch angefühlt hat sich das schon, so einfach in so einen Ja. staubigen Raum Also reinzureden. wir waren, glaube ich, sehr ernst auch in dem Moment. Also wenn ihr euch jetzt gleich wundert, was wir da für einen Tonfall an den Tag legen, das kennt man von uns Und was nicht. wir sagen, Ja. ich war ein bisschen überfordert, ich gebe es zu. Man macht das ja jetzt auch nicht jeden Tag. Ne? Nee. Also. Gut, dann Mats ab, wie Andrea Giebel sagen würde. Im Genau. besten Fall hast du natürlich auch Sachen darauf, die wir selber nicht hören, zum Beispiel Flüstern Oder das. oder das. Achso, vielleicht nochmal ganz kurze Pause. Also diese Momente, wie jetzt gerade, wenn da das Geräusch so ganz laut ist, das ist natürlich Absicht, haben wir hervorgehoben. Das war natürlich nicht so brachial, sondern wir haben das für euch hervorgehoben, damit ihr das dann auch hören könnt, was wir da wirklich sehr laut vor Ort gehört haben. Das Und ist weiter. halt trotzdem, wenn man hier drin steht, einfach so ein unbehagliches Gefühl, weil man nicht weiß, wer oder was kommt da gleich um die nächste Ecke. Okay, meine lieben Freunde der Nacht, wir starten rein mit dem ersten Experiment. Und wir haben ja die ganze Zeit schon dieses Phänomen, dass wir hier denken, Geräusche zu hören. Wir hören Geräusche. Wir hören Geräusche. Okay, halten wir fest. Wir hören Geräusche. Ob sie jetzt paranormal sind oder wegen dem Wind oder so, das wissen wir jetzt nicht. Aber genau das versuchen wir jetzt ein bisschen genauer herauszufinden, indem wir nochmal Geräusche explizit versuchen zu triggern. Also im besten Fall hören wir hier danach auf der Aufnahme vielleicht ein Flüstern oder auch ein Klopfen oder so. Ich sage schon mal vorab, viel wird man hier erst bei der Nachauswertung auch mit Kopfhörern hören. Ja. Im besten Fall hören wir es natürlich direkt hier vor Ort, aber wir werden das jetzt Ganze erstmal wie folgt machen. Wir stellen uns jetzt einfach erstmal alle nach und nach den möglichen Präsenzen, die hier verwalten. Es hört auch wirklich nicht auf, man hört Poltern. Ich gucke. Was zur Hölle? Stimmen. Was? Ich dachte auch kurz Stimmen gehört zu haben. Ja. Warum klingt das alles so, als würde das von oben kommen? Also man kommt hier gar nicht richtig zu Wort, ne? Nee, wir versuchen hier echt die Sachen einzuleiten, anzumoderieren, halt einfach mal in den Flow zu kommen. Aber der Flow wird heute von irgendwas oder irgendwem anderem vorgegeben. Also ich war auch schon bei sämtlichen Lost Places und natürlich auch, wenn es mal ein bisschen windiger ist, hört man auch mal hier und da Sachen, aber in dem Ausmaß habe ich selber noch nie erlebt. Wir beginnen jetzt erstmal, um die Geräusche nochmal zusätzlich zu triggern, mit Hilfe eines EVP-Experiments. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir uns alle erst einfach mal hier in der Runde den möglichen Präsenzen, die hier sind, Über den Moment reden wir gleich übrigens Mein noch. Name ist Neon. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich komme im größten Respekt und hoffe, mehr über euch und die Geschichte dieses Ortes erfahren zu dürfen. Ich bin der Paddy und stelle mich gerade zum ersten Mal vor und schließe mich, glaube ich, einfach nur dem Leon an, bevor ich mich jetzt hier irgendwie komisch verplappere und jemanden verärgere. Schön einfach gemacht. Ja. Conny, ich komme ja mit dem gleichen Respekt hierher und ich bin wirklich gespannt, ob du uns was erzählen kannst, ob uns jemand was erzählen kann. Und wir hoffen, dass wir hier so ein bisschen vielleicht auch Frieden reinbringen können. Sagt man das so? Ich bisschen habe mich Frieden, noch ja. nie in der Geisterwelt vorgestellt. Aber genau so ist es, Leute. Das kann ich nur bestätigen. Wir werden das Ganze jetzt wie folgt machen. Ich halte das Gerät hier in meiner Hand oder ich glaube, ich werde es vielleicht sogar abstellen. Egal, ich halte es erstmal einfach in der Hand. Wir haben hier mehr als genug Geräusche. Wichtig für uns ist, dass wir jetzt gleich möglichst leise sind. Wir machen, würde ich sagen, im Uhrzeigersinn stellen wir jeder eine Frage und dann ist der erste Durchgang vorbei. Und nachdem wir eine Frage gestellt haben, lassen wir nochmal so 15 bis 20 Sekunden Antwortzeit. Also, falls du uns hier hörst oder uns siehst gerade, du hast jetzt die Möglichkeit, über das Gerät in meiner Hand direkt da reinzusprechen, reinzuflüstern
oder auch andersweitig Geräusche von dir zu geben oder auf dich aufmerksam zu machen. Wir beginnen jetzt und werden im Uhrzeigersinn jeweils eine Frage stellen. Meine erste Frage ist jemand hier, der auf sich aufmerksam machen möchte? Schön einfach. Wir haben dir unsere Namen verraten. Möchtest du uns vielleicht auch dein Name verraten? Wie ist dein Name? Und wenn du hier bist, warum? Was hält dich hier und wie lange bist du schon hier? Ich würde erstmal gerne den Patrick fragen. Paddy, wie hast du dich jetzt gefühlt dabei? Du fühlst dich wirklich gar nicht wohl, ne? Ich kann es gar nicht sagen. Irgendwie ist es so ein Hin- und Hergerissen zwischen, ey, wir ziehen das hier durch, endlich. Und auf der anderen Seite macht einen das absolut nervös. Das klang wie ein Rollo. Ja gut, vielleicht ist Schlafenszeit Die jetzt. Schritte. Ich fand bei der letzten Frage eben, hatten wir schon irgendwas wie Schritte. Das fand ich fast eindeutiger, weil das so klang wie hier auch auf diesem Untergrund. Das habe ich nicht gehört. Irgendwas, wie so ein Wimmern, nicht mal hin, ganz am Anfang. Genau. Das habe ich nicht gehört. Hast du es jetzt gerade nicht gehört? Nein. Habe ich doch gesagt, dass ich es nicht gehört habe. Mama, stopp. Wir haben tatsächlich, das hört man jetzt hier nicht so wirklich gut, aber wir haben, also wie du hast es auch gehört, Leon, wir haben tatsächlich immer wieder mal eine Stimme gehört. Das war schon wild. Also Es war super laut. Also hast du ja gesagt, so du warst unser Fels in der Brandung eigentlich. Unser Und als du dann Coach. gesagt hast, hier für dich geht jetzt da auch gerade sehr viel ab im Vergleich mit anderen PUs, da wurde es mir anders. Und jetzt noch mal ganz kurz, da steht jetzt so eine Pyramide. Wie funktioniert das? Also da ist dann, ich habe das natürlich zusammengeschnitten, das Ganze hat ja viel, viel länger gedauert. Wie war das jetzt mit dieser Pyramide, die du da hingestellt hast? Also erst noch ganz kurz zu den Sounds. Deswegen habe ich dieses EVP-Gerät auch dabei, weil man hat es halt ganz oft, wenn man so im Moment ist oder so, man denkt, was gehört zu haben. Und dafür ist halt dieses Umgebungsmikrofon ganz cool, weil du stellst es halt irgendwo ab. Es kann die ganze Zeit durchlaufen und dann kann man in der Nachauswertung halt nochmal reinhören und da hat man auch tatsächlich nochmal ein bisschen was gehört, was ziemlich unheimlich ist. Genau, ich habe es euch schon auch geschickt gehabt. Ich weiß nicht, ob es hier auch nochmal gleich rüberkommt. Nee. Ansonsten zu der Pyramide, die Funktionsweise ist eigentlich sehr, sehr simpel. Das ist eigentlich nur ein kleines Gerät, wo links ein grünes Lämpchen ist und rechts ein rotes. Und wenn du halt dich auf die linke Seite bewegst, dann ist da ein Bewegungsmelder, auf der rechten ebenso. Und so kann eine Präsenz dann eben sich dem Gerät annähern. Und wenn du dich halt noch also umso näher du dem Gerät kommst, dann fängt es halt an zu piepen. Piep, 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 piep. Und so weiß man dann halt, okay, da ist jetzt gerade irgendeine Bewegung erkannt worden. Es hat zusätzlich noch einen Temperatursensor, also auch bei Temperaturanstieg oder Abfall gibt es auch nochmal einen Signalton. Und das bietet sich halt durch dieses grüne und rote Lämpchen super an für so eine Ja-Nein-Kommunikation. Und wir haben es ja auch getestet, also du hast es angeschaltet, hast dann zu mir gesagt, geh da jetzt mal dran vorbei. Dann sehen wir ja, dass das reagiert. Hat super funktioniert und dann haben wir uns abseits gestellt, haben uns nicht bewegt und dann ist das Ding ja verrückt gegangen. Das ist eskaliert, wie es vorher echt noch nie eskaliert ist. Also es durchaus mal kommt es vor, dass du mal dann halt eine passende Antwort oder sonstiges kriegst oder vielleicht auch mal, dass das Gerät dann nicht macht, dass es was machen soll. Aber das, was wir da hatten, hatte ich so vorher auch noch nicht. Das schauen wir uns jetzt an. Ein Film von Aktenzeichen Paranormal. Über die Pyramide, die direkt vor uns steht. Nein. Was bin ich froh? Das ging aber schnell. Wirklich. Erste Frage, erste Antwort, zack. Wirklich schnell. Okay, andere Frage. Sind wir vielleicht... Also es ist dieses kleine Ding da in der Mitte. Oh. Das ist doch nicht mehr normal. Die Geräuschkulisse, ich komme auch nicht klar. Da war wieder dieses Oh. Ne? Ja, genau so was meinte ich. Achso, jetzt muss ich nochmal, sorry, dass wir so viel unterbrechen, aber ganz kurze Mama, also da war meine Marion, Mutter... du gehst jetzt am besten mal weg. Also ich habe das noch nicht erzählt, das war unter Aufsicht von geschultem Sicherheitspersonal. Ich war das Personal. Und da hätte nichts passieren können. Ich war mal Sicherheitsbeauftragter in der Kita, und reicht doch. Ich sitze ja offensichtlich hier jetzt. Stockwerkmeister.
Und das wollte ich nur sagen, bevor wir uns das jetzt angucken. Papierauffüller. Naja, das Beste ist, aber nichts mit Enterben und so, ne? Also, wird jetzt wirklich wild und, Aber es war alles sicher. ja, es war total sicher, was er jetzt gemacht hat. Der Bu. Ich hatte auch erst die Augen verbunden, als ich oben war. Dann hat der Okay, Arsch aber Kirmes los heute geht's. Abend, meine Damen und Herren. Bitteschön. Es ist egal, wir reden am besten nicht lange drüber und ich gehe da jetzt hoch. Da Okay. oben liegt alles bereit. Du kannst ja noch gerne das mal erklären, wenn du willst. Ich gucke mal, dass ich hier oben ankomme. Genau, oben liegt jetzt schon die Spiritbox bereit. Er wird sich die Augen verbinden. Ich muss sagen, Schande auf mein Haupt, ich habe tatsächlich die Kopfhörer nicht eingesteckt, Alles TÜV weil ich geprüft. die ausgelegt hatte. Vor 50 Jahren. Und dementsprechend wird er sich die Spiritbox ans Ohr halten und das andere Ohr versuchen zuzuhalten. Ja, und dann werden wir die sogenannte Asted Method machen. Das heißt, Conny und ich stellen die Fragen und Patrick wird versuchen rauszuhören aus der Spiritbox, was die Antworten sind. Also ich sitze da jetzt gerade tatsächlich in diesem Kran-Ding drin und richte mich ein. Jetzt geht's los. Du warst eben sehr, sehr kalt. Warst du das? Kam ein zögerliches Seid ihr mehrere? Wenn ja, wie viele? Ich glaube ein Nein. Das heißt, du bist alleine. Irgendwas wie ein Hallo oder Amen oder. Was ist passiert, wenn man hier Befehle nicht befolgt hat? Es kommen gerade ganz viele Fetzen, die ich nicht entziffern kann. Irgendwas wie der und wenn und. Jetzt kam was, das klang wie ich muss weg. Okay, warum musst du weg? Wohin musst du weg? In deine Heimat? Wenn ja, wo ist die? Flüchten, weil ich. Das war abgeschnitten. Du musstest flüchten. Weil was? Magst du uns das sagen? Schützen, Würdest du sagen, dass du so feindlich Angriff, Wurdet ihr angegriffen? Was würde ich sagen? Würdest du sagen, dass du feinfühliger für sowas bist? Wird mir nachgesagt tatsächlich. gestern Nacht, Gestern Nacht. Kannst du uns eine Jahreszahl nennen? Wann hat der Angriff stattgefunden? In welchem Jahr? So eine Jahreszahl zu kriegen, ne? Ja, aber ich 4, 5, ich glaube auf Englisch, 4, 5. Alter, 45. Nein! Das ist ja krass. Ich hab's gerade noch gesagt, Ich habe gerade noch gesagt, wenn wir jetzt eine Jahreszahl kriegen und er kommt mit 45. Rausgehen können. Patrick, du hast es geschafft. Alter, also ich muss schon sagen, ich habe schon einige PUs gemacht, aber die hier war wirklich nicht ohne, ne? Das war meine erste. Ja, Oder meine unsere. auch, ja, und wir haben keinen Vergleichswert, außer das, was du sagst. Es ist halt schwer, ich meine, ich bin wirklich ein Realist, aber das sind wieder so viele Zufälle, dass es schwierig wird, das zu erklären, meiner Meinung nach. Im Endeffekt, es liegt immer wieder an der Community, natürlich für sich selber zu entscheiden, war das Ganze jetzt paranormal oder nicht. Ich bin super gespannt, was ihr auf jeden Fall sagt. Ich kann nur sagen, ich hatte sehr viel Spaß heute Nacht. Ja, Auch, und wir können genau dazu noch eine Sache abschließend sagen. dass ich so doof hier hänge, weil die Taschenlampe bei mir im Nacken hängt. Ach so, nee. Glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind auch raus. Bis dann. Tschüss. Uiuiui. Ja, das war tatsächlich, also wie lange waren wir da? Weiß das jemand noch? Ich glaube so, ja, 4 drei Stunden? Stunden locker, ne? Ich glaube auch 3. Ja. Das war tatsächlich schon meine Hose rutscht. Es ist aber jetzt gut, dass hier so ein Tisch ist. Das reicht an Infos. Guck weg. Nee, also es war wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber Leon, wie ist das? Also du hast dann noch mal ein bisschen später bei dir gekramt in den Dateien und hast du dann noch was mehr rausgefunden?
Also tatsächlich ganz viel bei so einer PU stellt man auch erst im Nachhinein fest oder überprüft das nochmal, ne? So wie jetzt das Beispiel mit diesem EVP-Gerät, man hört dann wirklich die Aufnahmen durch, hört, ja, was könnte dieses Geräusch, was wir in dem Moment gehört haben, vielleicht gewesen sein. Natürlich auch so Sachen, die man rausgekriegt hat, prüft man dann nochmal nach und auch das finde ich mega krass, weil ich habe halt geguckt, hat es 1945 in diesem Bereich wirklich Angriffe gegeben und tatsächlich besonders 1945, ich glaube zwischen Januar und März hat es da nochmal vermehrt Angriffe auf genau dieses Gebiet gegeben, weil die halt ja besonders so Industriegebiete natürlich im Auge hat, die Alliierten, und dementsprechend passt das ultra gut zu unseren Untersuchungsergebnissen. Und was man sich wirklich bewusst machen muss auch nochmal, ist halt, dass wirklich Patrick unsere Fragen ja nicht gehört hat. Also er hat nur das gehört, was ihm als Antwort gegeben wurde. Und da fand ich es schon sehr interessant, wie passend halt seine Antworten auf unsere Fragen waren. Weil er hätte ja, wer weiß was, antworten können. Ja. Aber der Fakt, dass man nach einer Jahreszahl fragt und dann auf Englisch auch noch dieses 4-5, war halt, finde ich schon, ist wieder ein krasser Zufall oder paranormal. Und es war halt so viel los. Wir haben darüber eigentlich, ist es mir jetzt so im Nachhinein aufgefallen, wir haben darüber nicht geredet an dem Abend und sonst auch gar nicht mehr. Also ich muss tatsächlich sagen, du hast geschnitten, den Film, den wir gerade gesehen haben. Ich habe den dann vor 2 Wochen das erste Mal angeguckt. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich erst gesehen habe, wie krass das gepasst hat. Also ich wusste es bis dahin nicht. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, du hattest ja die Fragen gar nicht. Nö. Und dann saß ich da so zu Hause und guck mir deinen Schnitt an und dachte so, ach du Scheiße, okay, das hat ja Sinn ergeben teilweise echt so, was da rauskam. Und das ist halt... Aber die Frage ist natürlich auch, wenn du so eine Spirit-Box da anhast, ich meine, die scannt ja die ganze Zeit alle Radio- und Frequenzen auf Mittelwelle und UKW, glaube ich. Geht die nur, wie auch die Radiosender senden, oder geht die über die 108,0 hinaus? Soweit ich weiß, nicht. Also ich glaube, das ist wirklich immer, es gibt ja... Ja, glaube ich, nicht erlaubt. Unterschiedlichste Radiofrequenzen und im Endeffekt kommt ja auch nicht immer alles an. Und es geht in erster Linie nicht darum, was übers Radio eigentlich gesagt wird, sondern was so zwischen den Zeilen kommt. Also man sagt immer, dass die Präsenzen sich über das weiße Rauschen bemerkbar machen können und das eben dann nutzen, um da ihre Sachen drüber zu kommunizieren. Es gibt noch einen anderen Erklärungsansatz und der ist, dass auch die Präsenzen sogar beeinflussen können, was dann zum Beispiel im Radio rauskommt. Also wenn du jetzt irgendwas hörst, was möglicherweise ein Radioausschnitt sein könnte, dann sagen halt auch manche, okay, auch das wäre etwas, was Präsenzen beeinflussen können. Okay. Genau. Das ist interessant. Also ich fand es wirklich, ich habe bis zu dem Punkt, wo der Patrick da auf den extrem sicheren Kran geklettert ist. Sie ist weg. Wo ist er hin? Weißt du, der Stuhl ist leer. Ja, toll. Hat sich das Elend nicht mit angucken. Da hat der Arsch heute Abend Kirmes, das will ich dir aber... ja. Na toll. Okay. Tschüss, Mama. Ja, also... Und enterbt. Wir gehen jetzt aber nochmal auf eine Sache ein, glaube ich, die uns dann in der allerletzten Sekunde aufgefallen ist. Und da haben wir am Parkplatz gestanden, haben uns verabschiedet. Und es war vielleicht so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, wenn wir quasi... Da ist sie wieder, gut. Wenn wir hier jetzt geredet haben oder wenn wir da geredet haben, war, glaube ich, auch für mich manchmal schwer zu unterscheiden, ob ich es gerade bin oder nicht. Aber ich habe ja eben kurz reingerufen an einer Stelle, wo du eine Erklärung gemacht hast, und da hat man mich ja gesehen, wie ich mit dem Handy neben dir stand und dich geknipst habe. Ein Foto hat der Patrick gemacht. Ganz klassisch, ja. Möchten wir es mal zeigen? Wir möchten das Ich glaube, mal das zeigen. Problem an diesen Fotos ist, will mir wahrscheinlich danach keiner mehr die Hand schütteln, weil die... Dir. Also, zum Glück haben wir das vorher schon gemacht. Genau, also wir machen mal Licht aus und Foto auf die große Leinwand. Ja, wir gehen nochmal aus. Machen wir mal ein bisschen Platz. Guck mal, da, was haben wir denn da Schönes? Das ist das einzige Foto. So. Also ich habe mehrere Fotos gemacht, die sind alle normal geworden, und dieses eine Foto, es ist wie bei allem, was diesen Podcast betrifft. Also glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Aber wir haben dieses Foto auf dem Parkplatz gesehen danach und haben gedacht, was ist da auf der prinzipiell linken Gesichtshälfte los, von hier aus rechts? Ich will kurz dazu erwähnen, ich bin kein Echsenmensch oder so, falls... Das versucht er uns seitdem schon permanent zu erklären. Aber das ist schon krass. Also das Bild war schon wirklich dann... Also ein natürlicher Erklärungsansatz wäre jetzt halt vielleicht, dass natürlich die Belichtung nicht so gut war und dass dementsprechend durch eine lange Verschlusszeit das Bild ein bisschen verschwimmt. Das Problem daran ist, eigentlich würde das restliche Bild dann auch verschwimmen. Komisch ist halt, dass nur meine eine Gesichtshälfte so
mega komisch aussieht und auch mein Auge, es sieht ja nicht verschwommen aus, es ist einfach schwarz. Das ist leer. Die zweite ist leer. Erklärungshälfte ist, was nicht passieren kann, das ist ein Apple-Produkt, würde der Patrick jetzt sagen. Das spricht dagegen. Ja, ja. Nee, schon krass. Also das war wirklich ein sehr, sehr spannender Abend. Den ganzen Film ohne Ruckler, den könnt ihr ab morgen bei uns auf YouTube nochmal sehen. Also die Kurzversion, die ist nämlich fertig. Und Leon auch, gell? Du Und- lädst auch morgen hoch? Genau, morgen kommt auf meinem Kanal um 17 Uhr auch nochmal das Video dazu und ja, das ist dann natürlich hast- nochmal ein Tickchen genau. länger. Ja, der hat es ein bisschen länger gemacht und auch ein bisschen, Prophet, ist das ein täglich Brot? Ohne Ruckeln? Setz dich ruhig. Hoffentlich. Und die Frage, was mich jetzt so interessiert, wie viele krasse Momente hast du in all deinen PUs schon gehabt und gab es schon mal eine, wo du gesagt hast, stopp, hier muss ich jetzt weg, jetzt wird's gefährlich? Boah, also natürlich hat man schon einige Momente gehabt, wo man dachte, boah krass, also kann ich mir jetzt so auch nicht erklären. Ich bin ja auch immer ein sehr realistischer Typ, versuche immer so alle Erklärungen irgendwie abzuwägen. Ich habe tatsächlich vor kurzem was erlebt. Das Video ist jetzt noch gar nicht raus auf meinem Kanal, aber komm, wir sind ja im Podcast, ich kann auch ein bisschen spoilern. Gut so. Ich versuche es so ein bisschen zu umschreiben, und zwar war es eine Stelle, wo man sich erzählt, dass diese Stelle verflucht sein soll. Man soll sie auf keinen Fall irgendwie betreten. Okay. Und ich war halt alleine dort und ich war mir so voll sicher von Anfang an, okay, als Finale betrete ich das und mache da drinnen eine PU. Ich habe natürlich vorher im Laufe der paranormalen Untersuchungen schon diverse Fragen gestellt, die so in die Richtung gingen, ja, was erwartet mich, wenn ich das jetzt betrete? Ist das wirklich verflucht? Und da kam durchweg, ich glaube, da hatte ich die Spiritbox als Untersuchungsgerät, also im Grunde das, was du auch auf den Ohren hattest. Und es kamen unfassbar viele super komische negative Klamotten wie Verfolgung, Krankheit, also so Sachen, wo man wirklich sich die Frage stellen muss, okay, wenn ich das jetzt betrete, nehme ich dann wirklich irgendwas mit nach Hause? Und das hat sich dann im Endeffekt so zugespitzt, dass simultan mehrere Geräte irgendwie angeschlagen sind, immer wieder dieses Krankheit- und Verfolgungsthema aufkam, dass ich dann einfach am Ende gesagt habe, ey, sorry, ich würde es gern machen, so für die Untersuchung, um es herauszufinden, aber das war mir dann einfach eine Nummer zu krass, vielleicht bin ich da auch einfach zu abergläubisch. Das ist so ein bisschen wie dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagen. Hallo. Oh. Also im Endeffekt ist das halt wirklich so eine Sache, entweder man glaubt dran oder halt nicht, aber also ich traue es mich halt einfach irgendwie nicht, ich weiß nicht. Okay. Da waren ja jetzt auch dann, du sagst Krankheit, und das sind ja sehr explizite Dinge, weil was wir eben auch nicht erwähnt haben, wir hatten ja auch technische Dinge, als wir unterwegs waren. Ich hab's ja eingeblendet. Ja, okay. Unsere Mikros sind ausgefallen. Ja, aber die Kamera von Leon, die wir am Parkplatz noch getestet haben, du hast gesagt, bei der letzten PU hattest du Probleme irgendwie, komischerweise. Ja, Parkplatz genau. getestet, dann lief alles, oder hast du mittlerweile eine Erklärung, was da los ist? Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber das ist durchaus ein Phänomen, was ich irgendwie schon kenne. Also ich kenne durchaus Geisterjäger-Teams, die von einem Gerät wirklich, also die haben ein Untersuchungsgerät, haben das 2-3 Mal für genau solche Fälle, dass wenn irgendwas ausfällt, dann nehmen die halt einfach das nächste. Wow. Weil das ist echt so ein Ding, wenn man öfter PUs macht, dass einfach echt, obwohl du alles vorbereitet und getestet hast, während der Untersuchung... Aber es war ja bei uns genauso. Die Mikros waren nicht mehr connected mit der Kamera, übrigens das rote Ding im Bild. Ich habe es einfach mal wieder doof geklickt und habe es nicht gemerkt. Aber egal. Es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ab wann ist das bei dir online? Ab morgen, also wie viel haben wir heute? 23. Dann ab dem 24. um 17 Uhr. Dann Für machen alle? wir doch mit. Das sind für alle, ne? Wie würde Ist offen für alle, oder? Ist das bei YouTube? Nee, ist tatsächlich, musst du 100 € und dann Ja, kannst geil, krass. Das ist ein Schnäppchen mit dem Code Leon, hier kann geht's sein, dass auch. es in der Kanalmitgliedschaft erstmal läuft. Nein, ist alles offen. kostenlos. Also, und bei uns dann auch ab 17 Uhr, wenn ich dran denke, ich schreibe mir eine Erinnerung. Patrick, schreib's mir morgen in der WhatsApp. Ich schreibe dir gerade, ja. Danke. Und dann lade ich das gerne hoch. Leon, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du Danke euch. da bist. Und Genau. Einen großen Applaus. bevor wir jetzt Dankeschön. gleich zu den Einsendungen kommen, den Hörergeschichten, würde ich gerne noch ganz kurz, Tine, wo bist denn du? Aber Conny, bevor wir auch zu Tine kommen, aber du kannst dich schon mal bereit machen, wofür auch immer, was wir heute gar nicht gemacht haben. Es gibt ja heute wieder ein paar Mitgeschleifte, die uns gar nicht kennen. Wir haben heute gar nicht gesagt, wer wir sind, was wir machen. Das können wir ja gleich mal nach der Pause. Ja, haltet ihr das mal aus. Tine, oder? wo bist denn du? Tine, komm. Wo? Da. Komm mal bitte zu uns. Komm mal bitte zu uns. Ein Applaus bitte für Tine, meine Damen und Herren. Vor
Vorsicht, das ist eine ganz steile Treppe. Aber du hast Schuhe an, das ist gut. Ja, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist Tine und du bist Mitglied bei uns im Partnernetzwerk. Ja. Und damit die Leute dich auch mal gesehen haben und gehört haben, was bietest du an? Rückführungen, Jenseitskontakte, Standortbestimmungen und Aura-Readings und Trauercoaching. Wow. Und wir haben ja auch schon mal zusammen was gemacht. Wir machen das auch bald nochmal und dann zeichnen wir das Ganze auf. War extrem lang, ne? 2,5 Stunden? Wir haben sehr lange telefoniert und wir machen das Ganze nochmal. Patrick weiß von seinem Glück noch nichts, aber er muss es ja auch nicht machen. Ich mache es gerne. Und wir wollten einfach nur mal, wir wollten euch eigentlich nur mal sagen, Tine ist hier, wer Interesse hat, kann sie gerne nochmal ansprechen. Und wir gehen jetzt schon in die Pause, damit wir mehr Zeit haben für die Community-Einsendungen. Und dann wird es richtig spannend. Kauft euch was zu trinken. Schön, dass ihr alle da seid. Wir Tine kommen ist raus auch zu da. euch. Und zu Anja kommen wir später. Bis gleich. Bis gleich, ihr Nasen. Bim, bim, bim. So, habt ihr euch alle gestärkt? Wo ist denn eigentlich Leon? Ist der schwätzt hin mit der Feuerwehr. Weißt du, der ist wahrscheinlich schon im nächsten Lost Place. Ja, du wolltest doch mitkommen. Aber nein, wir reden mit der Feuerwehr über Brandwehrübungen. Ihr habt immer so ein langes Vorgeplänkel, ich wusste ja nicht, ob ihr noch irgendwas erzählen Du möchtet. solltest oder so. vielleicht bei diesem Podcast hören. Es hätte ja auch sein können, dass du wirklich schon weitergezogen bist, weil als du, wann war das? Anfang letzten Jahres in Köln bei uns auf der Bühne warst. Es gibt ja in der Nähe von Köln die Villa Fühling. Und nachdem wir unseren Podcast an dem Abend beendet hatten, das war recht spät, ist er dann im Dunkeln alleine noch in diesen Lost Place und ja, weiß ich nicht, was du da gemacht hast. Ich hätte Angst gehabt, aber du wahrscheinlich nicht. Doch. Okay. Ja. Beruhigend. Aber das ist so, wenn ich dann irgendwo bin und ich weiß, da gibt's was, dann ich könnte das nicht, dass ich dann wieder nach Hause fahre und mir denke, oh, du hättest das aber noch abchecken können und deswegen So bin ich dann geht's mir letztes bei Jahr. McDonald's-Filialen. Ja. Also falls wir noch einen Lost Place in Aschaffenburg kennen, mir wurde eben schon was empfohlen vielleicht, aber ich glaube, die Zeit reicht heute nicht mehr. Wir haben ja auch Haben wir noch was vor, ja. Wir haben noch ein bisschen was vor. Genau. Was wir auch vorhaben, ist, dass wir jetzt in den Teil starten, auf den vielleicht viele schon gewartet haben. Es ist dann auch übrigens Nachtgeflüster 150, was jetzt hier gerade Stimmt, passiert. das ist die 150. Ausgabe, wo ihr Yay. dabei seid. Kleines Jubiläum. Ist ab Donnerstag ist das hier alles, was heute Abend passiert ist, auch im RTL Plus Feed eures Vertrauens. Ja. Beziehungsweise Spotify, Apple, Audible, Podimo, wo auch immer ihr uns Überall, lauschen wo es mögt. Podcast gibt. Und wir haben jetzt den folgenden Teil, wie gehen wir damit um? Also, wir haben hier so eine Kiste. Wir können uns jetzt erstmal vorstellen eigentlich, das haben wir ja eben versäumt. Wer ist jetzt mitgeschleift? Vielleicht erstmal war der noch Handzeichen. nie bei uns. Oh, es sind aber viele mitgeschleift worden. Können wir mal Licht haben im Publikum? Aber die Laune sieht gut aus, oder? Ja, Es sind schon einige. Passt, das war mehr wollte ich gar nicht. Das ist schön. die Herzlich willkommen. mitgeschleift wurden. Gefällt euch der Podcast? Ihr habt ja Das eine wissen Sie schöne- ja nicht. Och, kommt schon. Das ist okay. Ja, so 2 Leute klatschen, das war's. Das ist okay. Aber du warst sehr euphorisch gerade. Sehr gut. Das ist schön. Okay, ja, das ist der Conny. Das ist der Patty, also Wir machen, Patrick. genau, wir machen diesen Podcast über gruselige Erlebnisse, Geschehnisse, Dinge aus der ganzen Welt. Die kommen meistens montags und donnerstags dann eben die Dinge aus der Community, das, was genau jetzt passiert. Und du hast da noch was Schönes in der Hand. Ja, es gab eine Situation, die konnten wir selber gar nicht glauben, aber wir haben mit unserem Holy Maxi telefoniert. Und Holy Maxi war zufällig im Keller. Ohne Scheiß, er war im Keller. Und hat dann irgendwie gemeint, du, wir haben eine Kiste gefunden, die ist wahrscheinlich nie irgendwie erfasst worden, aber wir hätten da noch 15 Stück von diesen Shakern. Und wir haben uns überlegt, jeder, der heute Abend uns eine Geschichte erzählt, also es können nur 15 sein,
kriegt als Dankeschön einen nicht gespülten, noch frischen, Nicht benutzten aber auch. Also. Auch nicht benutzt. Hier ist ja, glaube ich, noch so eine Wir hoffen, dass das jetzt irgendwie nicht total unfair ist den anderen Veranstaltungen gegenüber, wo wir das nicht hatten, aber wir wussten es einfach nicht besser. Die stellen wir, weiß ich gar nicht, wie machen wir denn das? Wir kommt einfach nach so. der Show hier vorne hin und dann dürft ihr, ist wie bei 1, 2 oder 3. Echt? Ob ihr wirklich richtig... Oder beim Glücksrad früher, ich nehme die Waschmaschine und den Fernseher, die Stereoanlage. Ja, oder bei Geh aufs Ganze. Das war toll. Ihr wollt aber auch, dass hier ein Krieg ausbricht, ne? 15 Stück, ein bisschen mehr als... Ja, mehr gab es ja nicht. Ich glaube, so viele Erlebnisse haben wir auch noch nie geschafft. Ich weiß nicht, ob wir schon mal 15 am Mikrofon hatten, aber jetzt heute wahrscheinlich schon. Wenn sich denn überhaupt jemand traut. Naja, aber du hast ja noch eine kleine Info, weil wir starten rein mit einer, die wir euch mitgebracht haben. Vielleicht auch 2, 3, so zum Auflockern. Und Uta, wo bist denn du? Uta sitzt hier vorne. Uta ist tatsächlich im Team Doppelung. Uta kriegt tatsächlich die Nachtgeflüster alle eine Woche früher und schreibt dann zusammen mit Steffi uns eine E-Mail, Doppelung drin, ja, Doppelung, nein. Aber es könnte sein, dass wir jetzt eine Doppelung das erste Mal auch live präsentieren, aber mit purer Absicht. Ich glaube nicht das erste Mal, aber... Ja, aber diesmal mit purer Absicht, weil Andrea. aus erste Reihe. Da, schon nach Hause gegangen. Da! Wir haben, Ja, vor lauter Kerze habe ich die nicht gesehen. Oh nein, guck mal. Du hast uns ja mal was geschickt. Haben wir das schon vorgelesen? Sollen wir es nochmal machen? Ja, komm, erzähl mal. Wir haben hier lokale Einsendung, bitteschön. Genau, eine lokale Einsendung, weil du da bist, so quasi bewusste Doppelung. Andrea hat uns auf Instagram geschrieben Folgendes. Ich erzähle euch jetzt mal meine krasseste Erfahrung, die ich je hatte. Vor ca. 25 Jahren lag meine Mutter auf Intensiv. Mein Bruder rief mich abends an und meinte, dass er im Krankenhaus war, dass es sehr schlecht um unsere Mutter stand. Es könnte sein, dass man sie an die Herz-Lungen-Maschine anschließen müsse. Könnte auch sein, dass unsere Mutter die Nacht nicht schafft. Natürlich waren wir völlig verzweifelt, da mein Bruder im Alter von 19, 20 war. Du warst 23, 24. Und du schreibst, leider konnte ich an diesem Abend nicht mehr in das Klinikum, da ich schon selbst Mutter von 2 Kindern war. Ich weiß heute nicht mehr, wie viel Uhr du ins Bett gegangen bist. Das ist komisch, das so vorzulesen, wenn du vor mir sitzt. Ich lese es jetzt so vor, wie es hier steht. Wie lange ich geschlafen habe, keine Ahnung. Wach wurde ich, weil mich eine Hand an der Schulter berührte, die mir sagte, ich müsste mir keine Sorgen machen, Mama wird wieder gesund. Ich lag mit dem Rücken zur Tür, deswegen musste ich mich drehen, um nachzuschauen, wer da ist. Ich sah allerdings nur einen Schatten, der zur Schlafzimmertür ging und das Zimmer verließ. Daraufhin bin ich runter ins Wohnzimmer und mein damaliger Mann fragte nur, wie siehst du denn aus? Hast du einen Geist gesehen? Meine Antwort war ja. Auf meine Frage, ob er denn oben war, sagte er nein. Ich bin mir bis heute sicher, dass das mein Opa war, zu dem ich ein besonderes Verhältnis hatte. Bin die ersten Jahre meiner Kindheit viel bei meinen Großeltern gewesen und meine Mutter ging in dieser Nacht zum Glück nicht. Aber sie erzählte mir später, dass aus ihren Moment, jetzt muss ich kurz das entziffern, dass aus ihrem Bett Gestalten aufstiegen, so ist richtig, ja. Und mit jeder Gestalt, die aufstieg und das Zimmer verließ, ging es ihr besser. Hatte auch danach immer mal wieder mit Schatten oder Ähnlichem zu tun. Könnte euch noch so viel erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Das möchte ich euch nicht zumuten. In diesem Sinne wünsche ich euch nur eine gute Zeit. Bei Fragen dürft ihr euch gerne melden und die Geschichte darf erzählt werden. Haben wir jetzt 2-mal getan. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und das klingt ja so ein bisschen so mit den Schatten, die dann gegangen sind und so, als wenn die negative Energie den Raum verlassen hätte dann, wenn es dann wieder besser ging. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weiß ich nicht. Oder es war halt, wenn es jetzt dann andere Angehörige waren, die schon gegangen sind, dass die irgendwie da nochmal dafür gesorgt haben, dass eben die Mama noch nicht geht, sondern eher kurz da waren, du bleibst, wir gehen. Wir wissen es nicht. Dankeschön, dass du das uns eingesendet hast. Vielen Dank. Das sind ja so Geschichten, die wir ja öfters bekommen und die ja auch viele von euch schon gehört haben. Und auch euch da oben sehe ich gar nicht. Hier oben sitzen ja auch noch Menschen. Oh Gott, oh Hallo. Das ist so krass, man guckt immer nur bis zu der ersten blauen Wand. Ne? Also ich zumindest. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wirklich, das ist ganz toll. Möchte denn von euch schon jemand was erzählen oder sollen wir noch weiter vorlesen? Ihr dürft euch gerne melden. Das ist ein Safe Space. Hier wird keiner ausgelacht. Hier vorne gehen die Hände hoch. Hier gehen die Hände. Elli! Applaus für Achtung, Elli. Möchtest du mal Achtung? Hallo. Hallo. Achtung, hier ist eine Meldung.
So, ich würde mal auf der Seite anfangen, auch wenn da drüben sich zuerst gemeldet wurde. Ich komme gleich zu euch rüber. Wir haben heute auch das erste Mal 2 Ränge, beziehungsweise 2 Ebenen. Also oben ist der Matthias. Hallo Matthias! Und Hallo. unten ist die Elli. Und wir machen es einfach so, wir fangen unten an. Und wenn oben sich jemand meldet, wechseln wir mal nach oben. Und dann geht es immer von oben nach unten und Wir umgekehrt. machen so einen Tisch. Irgendwann gleichzeitig. Das ist wie Tischtennis. So, wo sind wir denn jetzt? Da. Hier unten. Hallo. 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 Möchtest du Hallo. sagen, wer du bist, oder möchtest du anonym bleiben? Ich kann das gerne erzählen. Im Endeffekt wäre es sogar eine Fortsetzung aus Mainz. Ich war in Mainz schon dabei gewesen. Ich bin die Nadine. Hallo Hi. Nadine. Und hatte da von meinem Vater erzählt mit dem beinahe Autounfall, nachdem er gestorben war an dem Tag. Und ich hatte ja erzählt, dass ich auch öfters ihn mal gesehen hatte und sowas bei uns in der Wohnung. Und wir sind umgezogen. Und ich stand dann mehr oder weniger in dem leeren Flur von unserer alten Wohnung und habe dann halt gesagt, falls du mein Papa bist, darfst du uns gerne begleiten. Wir sind jetzt da und dahin umgezogen, aber nur, wenn du auch wirklich mein Vater bist. Und mein Sohn, der schläft immer bei uns mit im Bett und wirklich 2 Tage später wird der morgens wach, schreit ganz laut, Opa, und fängt an zu winken. Und ich dachte so, und wir hatten da schon 3 Monate gewohnt zu dem Zeitpunkt und das hat der vorher nicht gemacht. Also wir haben 3 Monate sozusagen in Anführungszeichen doppelt bezahlen müssen. Und ich habe dann wirklich so den letzten Moment in der alten Wohnung genutzt, um meinem Vater Bescheid zu sagen, dass er uns gerne begleiten darf. Und wirklich prompt 2 Tage später hat mein Sohn ihn in unserer neuen Wohnung gesehen. Und du selber spürst es auch? Oder? Ja, tatsächlich habe ich auch öfters das Gefühl, ihn noch so bei mir zu haben, aber nicht mehr so stark wie in der alten Wohnung. Wow. Ja. Aber hat sich nicht lang bitten lassen. Also Nee. das ist sehr krass. Auch irgendwie Wenn ganz ich mal schön. fragen darf, was gibt dir das für ein Gefühl? Ist das was, wo du sagst, okay, so paranormale Erlebnisse tendenziell gruselig, oder weil es eben eine Person war, die dir nahe stand, gibt es dir vielleicht sogar ein gutes Gefühl? Also dadurch, dass es eine Person ist, die mir nahe stand, oder vielleicht auch einfach immer noch steht, weil ich meine, ich habe ja immer das Gefühl, dass er noch da ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendwie was ist, was man so unterbewusst fördert, also auch gerade, dass der Kleine dann das plötzlich macht, wobei ich meine, wir haben geschlafen, beide. Ja, aber das ist doch schon, Ja. wenn der Kleine dann meint, Opa, also das ist ja, Ja. Kinder sind ja sowieso, wie man sagt, sensibler für dieses Thema. Aber das ist schon Wie war das nochmal? Hat der Kleine den auch kennengelernt noch? Oder? Ja, also gerade so, der Okay. ist gestorben, also mein Vater hat uns verlassen, nachdem man... 6 Monate war er alt, genau. Okay. Also er hat ihn zwar kennengelernt, aber halt, wie gesagt, der Kleine war ein halbes Jahr alt. Ja. Und Keine Erinnerungen quasi dann so wirklich so. ich Ja. nehme es nicht an, also ja, vom Fotos her ja, Ja. aber jetzt nicht, ich denke nicht wirklich aktiv, aber wie gesagt, er hat ihn immer viel rumgetragen und sowas. Ja. Und dadurch, denke ich, ist das irgendwie noch da geblieben. Verbindung, ja. Ja, genau. Und Hui. so ungefähr vor einem halben Jahr hat mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, eine OP gehabt, ist leider bei der OP kurz verstorben, also war kurze Zeit tot, klinisch tot, und hat dann hinterher erzählt, also ja, wurde auf dem OP-Tisch zurückgeholt sozusagen, und hat uns dann hinterher erzählt, dass er während der OP meinen Vater gesehen hätte, mein Vater stand vor ihm und hätte gesagt, halt, stopp, Leute, ich muss kurz, das ist mein Bruder, du hast hier noch nichts verloren, du musst wieder zurück. Wir sehen uns schon noch irgendwann, so nach dem Motto. Andrea klingt vertraut, so irgendwo. Ja. Ja, also Ja, das krass. war dann auch so was, wo ich dann einfach irgendwie, weiß nicht, das ist merkwürdig, wenn man das dann so hört. Ja, auf jeden Ja. Fall, ja. Danke, dass du dich getraut hast, uns das zu erzählen. Komm, ich verteile die Shaker jetzt einfach so, weil sonst wir verlieren doch eh den Ich wollte gerade Überblick. sagen, ich kann die ja zwischendrin holen. So, wer möchte denn jetzt das Mikro haben? Ich greife nach unten und ziehe so eine Kerze. Matthias, haben wir auch oben eine warte. Wortmeldung? Yep. Ah, Aber sehr das gut. Mikrofon ist, glaube ich, nicht an, oder? Was? Ja, jetzt geht's. Hi. Hallo Matthias, grüß dich, na? Hi. Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Hello. Ja. Okay, super. Hi, ich bin Jules aus Leipzig. Oh. Ich war schon mal in Berlin bei euch. Ich wollte gerade sagen, Ja. ich glaube, dich kenne ich. Gut, hoffentlich habe ich einen guten Eindruck hinterlassen. Absolut.
Krass, genau. dass du hier bist, aus Leipzig, wow. Ich war noch nie in Aschaffenburg. Ist aber sehr schön hier. Ich habe ein paar Museen heute angeguckt. Ist aber Bayern, das meiste. Ne? Uta hat gerade schon den Finger Ja. gehoben, weil Uta ist ja auch aus Leipzig. Ja. Könnt ihr euch connecten? Wie Können so wir uns oft. mal connecten. Ja. Genau, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen eine härtere Geschichte. Ich versuche die einigermaßen gut zusammenzukriegen, aber ich hatte vor ein paar Wochen so einen X-Faktor-Moment, sage ich mal. Oha. Ich war zu Hause, musste zu Hause bleiben, weil mein Wasserzähler gewechselt wurde. Die Handwerker kamen 2 Stunden zu spät. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich wollte an dem Tag eigentlich noch in die Innenstadt, ins Büro fahren und ja, im Büro arbeiten, weil es mir da einfach... Was man halt so macht in so einem Büro. Was man halt so ne? macht. Und genau, die kamen 2 Stunden zu spät und waren übelst freundlich und ich hatte noch nie so freundliche Handwerker in meiner Wohnung gehabt. Es war richtig merkwürdig. Ich habe das auch meinen Arbeitgeber geschrieben, so, die waren gerade die Handwerker, die waren so freundlich, hatte ich noch nie erlebt. Wieder 2 Stunden später bekomme ich dann die ersten Anrufe. Warst du in der Innenstadt? Geht's dir gut? Okay, ja. Das war nämlich am 4. Mai. Wir erinnern uns alle an diesen schrecklichen Vorfall in Leipzig. Genau, und das ist nämlich mein kompletter Heimweg gewesen. Oh. Von der Thomaskirche bis zum Augustusplatz, immer zwischen 16:30 und 17 Uhr. Und an dem Tag war ich nicht da, weil mein scheiß Wasserzähler gewechselt wurde. Wow. Und genau, und diese freundlichen Handwerker haben mich so ein bisschen an so eine X-Faktor-Folge erinnert, mit so einem Flugzeugabsturz, wo die auch so alle so freundlich waren zu einer Person und keine Ahnung, das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Ich glaube, ich kenne sogar die Folge. Ich meine, ich weiß, was du meinst, ja. Genau. Feierst du jetzt 2-mal Geburtstag? Wahrscheinlich sogar 3-mal, denn es ist schon das 2. Mal, dass mir das in meinem Leben passiert ist. Oh. Okay, aber das 2. Mal war in Halle 2019, als es einen Anschlag gab auf die jüdische Gemeinde. Ja. Und ich an dem Tag mich nicht entschieden habe, in die Uni zu fahren. Oh Gottes Willen, okay. Gehst du jetzt irgendwie anders durchs Leben, so generell, wenn man schon 2-mal sowas erlebt hat? Ich nehme jeden Tag auf jeden Fall so, wie er ist. Das ist schon mal gut. Versuche mich da ein bisschen abzulenken. Und ich freue mich, dass ich das mit so einer Community wie hier teilen kann. Boah, Ja, danke. und wir Schön, sind dass dankbar. du hier bist. Wow. Ja. Und noch eine Sache, Ja. den Shaker könnt ihr gerne weitergeben. Ich habe schon so viele zu Hause. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Gerne. Ja, danke, Danke, Jules. Danke, Jules. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen in Bayern. Also, Gott sei Dank bin ich auch Frank. Wo ging's weiter? Hier. Hier vorne Elli. war eine. Hier haben wir die nächste Meldung. Ah, du bist jetzt da vorne. Ja, hallo. Hallo, also ich bin die Ina. Hallo, Ich Ina. urbexe auch schon seit ein paar Jahren, deswegen finde ich das Thema ganz interessant, was er erzählt hat. Ja. Und ich habe da auch schon einige Erlebnisse gehabt, die wirklich gruselig sind. Also ich habe noch keine Spiritbox mitgenommen, vielleicht mache ich das morgen, wenn ich eine Tour mache nach Sachsen. Weil ja, da sind schon krassere Sachen als beim Bayern geht ja nichts. Also finde ich jetzt nicht so toll. Also ich fahre viel in den Osten, nach Belgien, Frankreich, überall, wo es halt wirklich zur Sache geht. Aber ich hatte eben noch nie was dabei, weil ich spüre das. Und je öfter ich solche Orte besuche, desto schlimmer wird's. Also das muss ich jetzt echt sagen. Ich erzähle jetzt mal 2 ganz kurze Sachen. Ich war in einem Reichsausbesserungswerk, es hat immer was mit Eisenbahn zu tun. Ja. Den Ort sage ich nicht. Bin da halt durchgelaufen, reingeschlüpft, alles angeschaut und ein Gebäude, das war, erstens mal war es, ich dachte halt Brandstiftung, angebrannt. Ich hatte mich vorher nicht erkundigt, was da passiert ist, aber ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, ich werde beobachtet, mein Handy geht nicht richtig, also wirklich, es hat Energie gezogen ohne Ende und du hast das Gefühl gehabt, es ist immer irgendwas um dich rum, bedrückend, also nicht fröhlich, es gibt ja auch oft Orte, da ist es nicht so bedrückend oder man fühlt sich nicht so unwohl, aber da war es furchtbar. Und ich habe aber nicht verstanden, warum, weil Eisenbahnen und also ich habe das noch nicht so zusammengebracht und ich google dann immer erst zu Hause und habe dann nachgeschaut und da ist vor Jahren ein Kessel explodiert und es gab über 50 Tote dort und die sind da wirklich also verteilt gewesen und dann war mir klar, aha, jetzt weiß ich, was es war. Und so ist es halt dann von Mal zu Mal schlimmer geworden, auch in der alten Tuberkuloseklinik, auch ich sage jetzt mal drüben im Osten. Also uralt, ich bin ja meistens alleine auf Tour, war da auch alleine drin. Und es war das erste Mal, da habe ich mir wirklich gedacht, ich kacke jetzt in die Hose. Also ich bin da durchgelaufen und dann war da so ein kleiner Verschlag, da waren innen drin Kinderposter. Du konntest diese Tour nur von außen verschließen. Ich gehe da natürlich rein, gucke alles an.
Eine Taschenlampe nicht mehr gegangen, ist schon, oh, scheiße, was ist jetzt wieder? Dann habe ich draußen Schritte gehört. Ich war alleine in diesem Gebäude und ich so, habe dann ihren Vater angerufen und habe gesagt, ey, das sind Schritte. Und er so, ja, dann geh halt raus. Ich so, das hat mich doch jetzt schon gesehen, habe ich gemeint, ist doch scheiße jetzt. Und ich so, und außerdem, wenn das mich jetzt gehört hat, also es war wirklich komisch in dem Moment. Ich bin dann zwar trotzdem noch rumgelaufen, aber ich habe danach herausgefunden, dass das auch noch eine Kinderpsychiatrie war und dass sie halt da Kinder also auch misshandelt haben. Das wusste ich vorher auch nicht. Und ich merke das halt an solchen Orten. Ich könnte jetzt noch 100 Sachen erzählen, aber das weiß Leon, weiß ja selber anscheinend, weiß ja auch, wie es ist. Und von daher finde ich das heute natürlich super interessant. Und vielleicht nehme ich die Box auch morgen mal mit. Ich gucke mal. Aber ich habe natürlich dann auch Angst, dass ich dann irgendwas höre, dann bin ich ja wieder alleine. Ja, wollte gerade sagen, also... Aber ich gehe nicht nachts in so Sachen, das mache ich nicht. Nachts gehe ich nicht rein, weil es halt mir auch zu gefährlich ist mit dem Einsturz und am Ende erwischen sie mich dann noch mit der Taschenlampe, das muss jetzt auch nicht sein. Ja, aber ich glaube, mehr als ein Hausfriedensbruch verlassen sie das Gelände. Ja, aber ich kann ja diskutieren, als Frau habe ich noch nie Probleme gehabt, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich finde es krass, dass du solche Orte wirklich alleine besuchst. Also wie du meintest, überall wo ich bin, ob jetzt Köln, Fühling war ich auch schon, da war es auch spooky, aber da kenne ich auch die Geschichte dahinter. Überall wo ich bin, gehe ich in irgendwelche Orte. Ja, es geht halt immer, die meisten wollen halt nicht mit, die haben halt dann Angst oder dann, ja, die nehmen das auch nicht so ernst, dann kommen sie mit Sandalen, wo ich dann sage, ich könnte mit Sandalen da rein, ja. Letztens waren ich hatte ja immerhin jetzt eine lange Hose. Sandalen und Kleid, Fotoshooting, habe ich gesagt, hier sind Scherben, hier ist Schimmel, habt ihr Maske? Ja, wie Maske? Es ist alles schimmelig, also ich weiß nicht, was sie da denken. Und kalt ist es auch noch. Ich sage, die Heizung machen sie nicht an für euch. Ja. Kalt also ist nicht so schlimm, finde ich. Kalt ist nicht so schlimm. Nee, aber wie gesagt, morgen, hast du morgen schon was vor? Nach Hause fahren. Ja, weil in Sachsen, ich habe morgen nur Zeit gehabt, sind lauter kleine Häuschen. Ich freue mich schon. Also das ist witzig, ich habe tatsächlich, so nichts mitgenommen, außer so die Spirit Box. Ich kann nicht ohne irgendwas losfahren, deswegen, weiß nicht, fährst du immer komplett ohne irgendwelche Gerätschaften dahin und schaust einfach, was kannst du so vor Ort wahrnehmen, oder wie machst du das? Ich mache halt Fotos eigentlich, also ich habe jetzt, so Spiritboxen hatte ich noch gar nicht dabei, ich habe halt, klar, mein Handy habe ich dabei für die Bilder, Taschenlampe halt den Notausritt, einfach nur für Urbexer. Also ich habe jetzt noch nichts mit irgendwelchen Geistessachen, ich spüre das. Und ich habe halt jetzt mir was bestellt, ich habe mir so eine Box bestellt, ich überlege jetzt echt, ob ich sie mal mit reinnehme. Was für eine Box? Eine Spirit-Box habe ich jetzt erstmal bestellt. Meinst du so eine mit so einem Display für 399 €? Mit so einem Holzrand? Nee, ich habe halt so ein, ich war in diesem Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war ja auch schon kurz davor, über unsere Firma, wir mussten ja eine Firma gründen irgendwann. Und habe gedacht, wie kann ich denn das im Patrick so verkaufen, dass das wichtig ist? Und dann dahin sitzt unser Steuerberater übrigens. Und dann habe ich gedacht, der könnte das ja vielleicht dann. Der kann das argumentieren. Die viel wichtigere Frage ist, wie erklärst du es dem Finanzamt? Das muss er ja machen. Über wie viele Jahre kann man das abschreiben? Mein Beileid. Ja, da hinten macht das ja dann. Ich habe dann gedacht, beim Paddy sage ich, das ist so eine Spiritbox von Apple. iSpirit. Ja, aber krass, also dass du da alleine hingehst, ey, mein lieber Herr Gesangsverein. Da schaffe ich halt auch mehr, als wenn ich da 5 Leute dabei habe. Aber ich wollte gerade sagen, können wir uns irgendwie so wöchentlich auf ein Datum und eine Uhrzeit einigen, dass du uns immer schreibst, dass alles gut ist? Ich mache einmal die Woche mache ich eine Tour, ich schicke halt meine Standorte dann Bekannten und wenn ich mich dann 5 Jahre nicht melde, dann gucken sie schon mal nach. Ja, 5 Jahren wäre es dann auch schwierig? Also ich mache auch keine Bunker und solche, also Bunker, da bin ich raus, das mache ich nicht alleine. Ne? Ja, schreib uns doch einfach immer mal freitags abends, dass alles gut ist. Ja, das könnte ich machen. Wir haben tatsächlich jemanden von Berlin dabei gehabt. Schöne Grüße an Marvin. Marvin hat früher auch Lost Places besucht und auch alte Bunkeranlagen. Und auch so Geschichten, wo man gar nicht weiß, wo es hinführt und dann fällt diese Tür zu und dann stehen sie da. Und dann finden sie aber einen anderen Ausgang mit einer verrosteten Leiter, die da in die Wand eingelangt ist und dann sind sie an so einer Klappe und sie geht Gott sei Dank auf. Solche Geschichten nicht mehr habt ihr nicht. Hätte ja auch im Kino in Berlin passieren können. Da habe ich ja letztes Jahr, als wir auf Tour waren, eine Kellertour bekommen und da war ja dann auch die Story. Wenn hier diese Tür, wo wir jetzt durchgehen, zufällt, dann kriegt es erstmal keiner mit. Die Tür zum Rauchen auf dem Balkon ist zugefallen und ich kam nicht mehr auf die Show. Aber konntest du wenigstens rauchen? Ich konnte rauchen. Er hat auch Handynetz. Also ich habe dann eine WhatsApp geschrieben, kann mich mal einer reinlassen. Ja, egal, danke. Schön, dass du uns das erzählt hast. Schön, dass du hier bist, Ina. Wow, also Respekt. Wie ist es bei dir? Hast du ein Safety? Ich wollte gerade sagen, gib mir doch erstmal noch einen Shaker für die Frau, dann kann die schon mal nicht mehr verdursten auf ihrer Tour. Aber Körpereinsatz, sag ich euch. Dankeschön. Aber so richtig. Leon, wie ist es bei dir? Gibst du, wenn du alleine unterwegs bist, irgendjemanden, dann teilst du mit, wo du hinfährst, wie lange du weg bist, wann du wieder zu Hause erwartet wirst? Also ich bin tatsächlich seltenst alleine unterwegs, muss ich zugeben. Nach 24 Stunden wird man ja erst als vermisst gemeldet.
Aber ja, tatsächlich, wenn ich mal allein unterwegs bin, dann weiß in erster Linie meine Frau natürlich Bescheid. Wie steht die eigentlich dazu? Die ist dem Ganzen eigentlich recht offen gegenüber eingestellt. Also sie ist da deutlich kritischer, als ich das nochmal bin, aber im Endeffekt ist das vielleicht auch gut so, weil wenn sie jetzt richtig krass an das Paranormale glauben würde, dann würde sie mich vielleicht auch nicht zu den verfluchtesten Orten der Welt schicken oder da irgendwie Videos drehen lassen. Von daher bin ich da auch ganz froh drüber, dass sie da ein bisschen realistischer getrimmt ist und nicht irgendwie sagt, oh, der Ort, da soll es aber irgendwie 200 Präsenzen geben und 100 davon sind negativ, da fährst du jetzt mal besser nicht hin oder so. Also vielleicht ist es auch besser so, dass sie manchmal gar nicht unbedingt so richtig den Durchblick hat, wo ich da eigentlich hinfahre. So, ja. Aber im Endeffekt ist sie da wirklich, also weil das ist ja auch gefährlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das einfach nur Heidi da und ist hier hübsch, sondern... Man muss ja auch sagen, an dem Tag, als wir im Lost Place waren, danach hatte dein großer Geburtstag so. Ich hatte auch ein bisschen Angst um dich. Ich hatte mehr Angst um dich als du, Marion, hör weg, als du da hochgeklettert bist und das Ding wirklich, ich meine, diese Platte, die sah jetzt nicht aus. Also, wenn ich hochgeklettert wäre, wissen wir, wie es ausgegangen wäre. Aber ich wäre ja gar nicht durch diesen komischen Ring gekommen. Meine größte Sorge war. Rufen müssen. Ja, meine größte Sorge war tatsächlich Spinnen da oben. Also, war keine da, aber da habe ich echt. Fühle ich auf jeden Fall. Also, ich habe mehr Angst vor Spinnen als vor Geistern mittlerweile, glaube ich. Okay. Mehr Angst vor Spinnen als vor Geistern. Wie ist es, Geister oder Menschen? So im Lost Place? Tatsächlich auch Menschen. Also ich habe mehr Angst vor irgendwelchen Begegnungen, die man so vorher nicht absehen kann. Menschen oder Spinnen? Und wie ist das? Wie ist denn das, wenn da... Hast du dich schon mal verstecken müssen, weil da Sicherheitsdienst kam, weil irgendwelche anderen anderen Menschen da waren, irgendwelche Verrückten da reingekommen sind? Es gibt ja tausende von Situationen, die da passieren können. Also das ist auch echt krass. Ich würde sagen, so die mehr heftige Situationen, die auch so wirklich, wo man so richtig Adrenalin hat, waren sogar mehr hinsichtlich so Menschen statt auf Paranormales bezogen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir in so einem riesigen verlassenen Schloss in Frankreich geschlafen haben uns da so in der hintersten... Geschlafen? Ja. Ich sage ja, ich lebe bei solchen Orten gefühlt. Also wir haben uns da verbarrikadiert in so einem Raum. Das ist doch mein Traum. So ein altes Kinderzimmer. Noch schöner. Es war wirklich... Also es war nicht ohne, es war auch... und alleine der Weg dahin und so, aber ich würde jetzt zu lange dauern, das alles zu erzählen. Da waren wir mitten in der Nacht da drin, in unseren Schlafsäcken, schon fast am Pennen, wie wir auf einmal hören, dass da irgendwelche Leute an die Tür kommen und versuchen, diese Tür aufzubrechen. Alter. Und eigentlich komplett dumm von uns. Wir haben uns nicht bemerkbar gemacht, sondern wir haben halt gedacht, ja okay, wir haben die voll verbarrikadiert mit hier diesem Schloss, was man da vorschiebt und allem drum und dran. Ja, die lassen da gleich von ab und fertig, ne? Aber nee. Die haben sich dann irgendwie ein Brecheisen geschnappt und haben weiter versucht, diese Tür aufzubekommen und haben es im Endeffekt auch geschafft. Wir beide springen aus dem Schlafsack, stehen in Unterhose vor denen. Ich glaube, die waren mehr schockiert, als wir es waren. Zu Recht. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, was wir da treiben. So viel Tena gibt es gar nicht. Was? So viel Tena gibt es gar nicht, was ich da gebraucht hätte. Ja, im Endeffekt waren es halt irgendwelche Franzosen, die das irgendwie interessant fanden, dass da, die es aber halt interessant fanden, was ist hinter dieser verschlossenen Tür. Wir brechen die jetzt einfach mal mit einem Brecheisen auf. Bonjour. Aber hatten Sie einen Käse und einen Wein dabei, um jetzt mal alle Klischees? Schön wäre es gewesen. Ja. Aber leider, also die waren ganz, ganz komisch drauf auch irgendwie. Und das meine ich halt mit komischen Begegnungen mit Menschen. Du weißt halt nicht, wen triffst du da. Ne? Ja, aber ich bin so froh, dass du es uns jetzt erst erzählst und nicht an dem Abend, als wir unterwegs waren, davor. Die Frage ist ja eigentlich, wer ist da jetzt der Komische von euch vieren? Also in so einem... Ich glaube, da tut sich nicht viel. Ihr hättet euch die Hand reichen sollen. Ja, die Hand. Und dann im Kreis, schön tanzen, Kinderlied... Ich glaube, die hätten unsere Hände nicht berühren wollen. Aber was war denn dann? Sind die dann gegangen einfach? Oder? Das war so ganz komisch. Es war halt auch diese Language Barrier. Man hat sich gar nicht verstanden. Die waren so... Ja. Und wir... hey, we're sleeping, making video. Und die haben gar nichts gecheckt. Wir haben nichts gecheckt. Und es ist ja nicht so, das ist, also korrigiert mich, wenn es veraltet ist oder nie gestimmt hat, aber Französen können nicht so gut Englisch, gell? Nee, gefühlt gar nicht. Also das aber ist auch echt... Mittlerweile in Paris geht das schon mit Englisch. Ja, wir sind ja nicht in Paris, wenn wir da in Lost Places
schleichen. Das ist zufällig im Eiffelturm? Unterm Eiffelturm, in den Pariser Katakomben war Oh Gott, ich. das ist war auch, aber Ja, da haben wir auch bald eine Folge zu. Die ist schon in der Aber für die Kids. im Entstehen für Kids und für uns Erwachsene auch. Ja, krass. Krass, Leon. Wow. Aber um vielleicht auch nochmal den Kreis zu schließen, um zurückzukommen auf deine Story vorhin, ich muss wirklich sagen, ich kann das echt bestätigen, auch wenn ich jetzt nicht so feinfühlig für sowas bin, muss ich schon sagen, es gibt gewisse Orte, da kommst du einfach hin und du hast das Gefühl, das ist ungefähr, stellt euch das vor, ihr betretet einen Raum, wo gerade übelst Krise ist und ihr merkt das einfach, man spürt das so, wenn da irgendwie, wenn da einfach dicke Luft im Raum ist. Das kenn Und ich. so, wie kann das bei einem Lost Place sein? Weil da ist ja jetzt kein Mensch. So, aber wenn du halt da hinkommst und dann auf einmal so leichte Kopfschmerzen und so bedrückende Atmosphäre, dann weiß man einfach schon, ey, irgendwas ist das hier komisch. Ne? Und deswegen, ich kann das nur bestätigen. Yes. Noch jemand beim Lost Place gewesen? Oder wer ist... Ja? Du wolltest ja eh was, aber ich weiß ja nicht, habt ihr schon aber, jemanden? glaube ich, oben wieder dran. Ne? Möchte Ja. jemand oben? Ah, das Wie, ist meine tschüss. Mama, die geht jetzt... Wo wollt ihr Tschüss. denn hin? Wir müssen im Zug. Zum Zug. Sag mal alle Tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss. So, das ist mittlerweile auch schon Tradition. Sie geht immer früher. Okay, also. Ja, die wird jetzt die Sanktionen zu Hause aufschreiben. Sie sitzt jetzt im Zug und Ja, dann ja. ist sie zu Hause und dann macht sie so, wenn sie ihre Brille macht, so, einen Stift und schreibt Enterbung. Mein Sohn Patrick Jost wird aufgrund von Unachtsamen. vom rüpelhaften Die erlaubt dir nicht mehr mit mir loszuziehen mit der Krangeschichte. Ja. Ist oben jemand, wo ist da oben eine Hand hochgegangen? Ich sehe das hier unten. Nö, ich sehe hier keine Hand. Aber hier unten war noch welche. Ah, da drüben ist eine Hand. Ah, da haben wir Ich habe doch. eine Hand gefunden. Ah, sehr gut. Du hast eine Hand gefunden. Das muss man erstmal schaffen. Sind da auch Knusperfinger dran? Hallo. Hallo, da in der Mitte. Ja. Wo? Ah, da. Hier. Hi. Hi. Über dem Blau. Genau. Geht weniger um Lost Place, aber eine Geschichte, die mir auf dem Jakobsweg passiert Oh. Krass, ist. bist du ihn komplett gelaufen? Nee, leider bisher noch nicht. Aber 3-mal Stücke davon und Okay. ist auf jeden Fall ein Live-Goal. Also hoffentlich irgendwann mal. Rechnet man die Pack dir Stücke genug dann Holy zusammen? ein, dann geht das. Aber rechnet man die Stücke dann zusammen oder muss man den wirklich dann einmal komplett? Also mein Ziel war immer in Santiago anzukommen und ich bin dann einmal irgendwie 210, einmal 300 und immer dann mit Endziel Santiago. Wow, okay. Ja. Magst du uns verraten, wie du heißt? Jana. Jana. Ja. Genau, und das war das letzte Mal, als ich da war. Und ich hatte eine recht lange Etappe geplant. Am Ende bin ich in einem Dorf gelandet, wo es genau eine Herberge gab. Das war ein altes Kloster. Und es war an dem Tag auch schon recht spät. Das heißt, es war auf jeden Fall die Final Destination sozusagen. Also es gab keine Alternative mehr, weil ich musste danach durch den Wald weiter und dann wurde es dunkel und sowas. Das heißt, ich musste auf jeden Fall da bleiben. Und die Herberge war, man ist so den Berg runtergelaufen und konnte auf das Kloster schauen. Und ich habe schon aus der Ferne gesehen, da ist ein Friedhof direkt an dem Kloster. Also es war alles etwas gruselig. Und bin dann in dieses Kloster rein und ich habe ein ganz gutes Gespür für Energien und bin rein und dachte schon, irgendwas ist hier komisch. Aber es war, wie gesagt, alternativlos. Also bin ich dann rein, habe mir dann ein Bett gebucht. Man hat da dann größere Schlafsäle. Das war so ein Schlafsaal von 15, 20 Stockbetten, ein Frauenschlafsaal. Ich war die Einzige in diesem Schlafsaal, also es war super gruselig. Wow. Also wirklich ganz alleine? Ganz alleine, Wow. ja. Und direkt nebenan war der Männerschlafsaal, der auch komplett leer war. Die beiden Räume waren durch eine Glasscheibe getrennt. Also ich konnte sehen, dass der andere Raum leer war. Wird noch spannend für die Geschichte. Moment, was? Der Männerschlafsaal. Genau, da war auch keiner. Also ich war die Einzige in diesen gesamten 2 Schlafsälen. In einem alten Kloster. In einem alten Kloster, ja. Und genau, bin dann abends nochmal ins Bad, um mich bettfertig zu machen. Das Bad war direkt gegenüber, die Tür davon, und bin dann ins Bad rein und bin wieder raus und habe mich nochmal umgedreht und dann ist die Tür hinter mir, da war kein Windzug, und die Tür ist hinter mir so aufgegangen, als wäre jemand entweder rein oder rausgegangen. Also schon ein ordentliches Stück. Und dann dachte ich schon, um Gottes Willen, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir irgendwas eingebildet, vielleicht war doch ein Windzug, I don't know. Habe mich in mein Bett verkrochen, tief in meinen Schlafsack rein, weil ich echt Angst hatte und musste dann später aber leider nochmal auf Toilette.
und kam dann wieder und die beiden Türen von dem Frauenschlafsaal und dem Männerschlafsaal waren direkt nebeneinander. Und habe dann gesehen, dass bei dem Männerschlafsaal die Tür von innen geschlossen wurde und der Türgriff richtig runterging. Also der Türgriff hat sich bewegt und es war aber keiner da. Ich konnte ja durch diese Glasscheibe sehen, dass da keiner ist und es war aber alternativlos. Ich musste da schlafen. Es war dann irgendwann so um 6 Uhr morgens, wurde es hell. Und da habe ich dann die Beine in die Hand genommen und habe ganz schnell das Weite gesucht. Also diese Energie, die ich da am Anfang gespürt habe, die hat sich durch die ganze Nacht gezogen. Ja. Aber wie war das da so mit, ich sage jetzt mal, Personal? Also wie allein warst du da tatsächlich? Man muss dazu sagen, das war Anfang November und das ist jetzt nicht so die Hochzeit, weil es da schon recht kühl war. Und da gab es Personal, also es war ein altes Ehepaar, was dieses Kloster gehostet hat. Und die waren aber am ganz anderen Ende des Ganges, haben die geschlafen. Also es war ein riesengroßes Kloster und ich war da alleine. Oder auch nicht alleine in dem Flügel. Nachts da noch ein Auge zubekommen nach der Aktion? Ging so. Boah, also, krass. Ja. Okay, krass. Ja, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen geplättet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur von der Glasscheibe, sondern wirklich von dem ganzen Erlebnis. Ich dachte das jetzt auch erst, als sie sagt, die Tür ging auf, dass dann 2 Franzosen mit einer Brechstange vor der Tür stehen. Aber ich glaube, die hätte ich lieber genommen als den bewegenden Türgriff ohne eine Person dahinter. Dann hätte ich es wenigstens zuordnen können. Alter. Ja. Das ist echt, ich habe das ja ab und zu schon mal im Podcast erwähnt, als ich noch eine Beziehung nach Wien hatte und dort dann auch in der WG ab und zu mal war, da hatten wir einen Abend auch, wo halt so typisches WG-Leben irgendwie, man geht dann halt so nacheinander sich fertig machen vorm Schlafen gehen und wo es ja doch damals auch so war in der Küche, wo man immer durchgehen musste Richtung Bad, dann war dann da die Lichterkette an und die erste Person hat es auf dem Weg zum Bad hin ausgemacht, dann kommt die zweite, dann ist sie wieder an. Die erste Person geht danach nochmal irgendwie auf Toilette, sagt dann so zur zweiten Person, warum hast du die Lichterkette wieder angemacht? Das ist doch jetzt irgendwie Schlafenszeit. Nee, ich habe die nicht angemacht. Und dann ging das ja die ganze Zeit so hin und her. Dann kam die dritte Person und hat dann auch noch was berichtet. Ich habe auch am Ende gedacht, was ist denn bitte hier? Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, es sind mittlerweile so Situationen, die mich, seitdem wir da durch diesen Wald gelaufen sind, in dieses alte Stahlwerk. Hecke. Eine sagt Hecke, ich sag Wald. Schockt mich gar nichts mehr. Also diese Donnerschläge da. Der erste war krass, der zweite war heftig, der dritte war, mein Gott. Aber es war ja nicht ich habe auch voll das Bedürfnis, wenn er sagt, mich schockt jetzt gar nichts mehr, dass wir ihn nächste Mal die Solo-Untersuchung machen lassen. Wie will ich denn auf den Kran kommen? Ja, wir suchen uns eine neue Location. Ah, okay. Naja. Ja, höheren Kran. Erstmal danke. Ich komme jetzt einen Shaker hochwerfen. Danke dir. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ich glaube, ich lasse es lieber. Holst du den Shaker einfach nachher? Ich hole ihn ab, ja. Wow. Elli, wo bist du denn? Ich bin hier oben, Ja, weil das hier ist- hinten im Rang hat sich jemand gemeldet vorhin. Im So, da hinten, genau. Im Rang. Also hi, ich bin Marcel, ich komme aus der Nähe von Berlin. Hallo Marcel. Ui. Wow. Hallo. Ich bin zu Besuch hier in Franken, deswegen hat sich's heute angeboten. Okay. Super. Schön Klöße essen, ne? Bier Und- trinke, Klöße esse. Jetzt lass ihn noch mal. Und wir haben bei uns halt einen sehr bekannten Lost Place, der ist auch öffentlich zugänglich und wir hatten halt als Gruppe mal die Möglichkeit, nachts dort zu sein. Und das war eine ehemalige Tuberkuloseklinik. Oh. Und wir hatten extra einen Bereich für uns als Safe Space, sagen wir mal als Schlafplatz gemacht und sind nachts übers Gelände und wir wussten, wir sind eigentlich alleine, weil das Gelände war komplett abgesperrt. Der Besitzer hat noch vor unseren Augen den einzigen begehbaren Zaun zugeschlossen und wir hatten halt schon so gegen 0 Uhr das Gefühl, wir werden die ganze Zeit beobachtet. So, ja, da dachten wir so, ja, Tiere, weil es ist mitten im Wald. Und irgendwann wollten wir schlafen gehen, weil wir dachten, ja, es ist mittlerweile 3 Uhr, es ist nicht groß passiert, außer dass wir uns beobachtet gefühlt haben. So, und unser Schlafplatz war halt mitten im Gebäude. Also die Gebäude sind halt viereckig rundherum auf dem Gelände angeordnet. Du konntest einmal durch jedes Gebäude laufen. Und unser Schlafplatz war an einer Treppe, die entweder in den Keller oder nach oben führt. So, und wir haben die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, wir haben Schritte gehört. So, wir wussten aber, einer von uns ist noch unterwegs, weil er unbedingt pinkeln musste. So, auf einmal hörst du einfach
die Schritte und rufst natürlich in diese Richtung, ob er das ist, weil kann ja sein. Aber er kam auf einmal aus der anderen Richtung. Also wirklich, von links kamen die Schritte, er kam von rechts und fragt, warum schreist du nach da? Ich komme von hier. Oh Gott. Also dachte ich mir auch so erstmal, ja, ist okay. So, und dann hatten wir uns eigentlich schon bereit gemacht zum Schlafen. Wie viele wart ihr? 2 dann? Oder? Nee, wir waren 7. 7, okay. Also wir waren echt eine große Gruppe, deswegen haben wir uns ja eigentlich auch recht sicher gefühlt. Ja. Nur mitten in der Nacht hatten dann einige das Gefühl, wir werden die ganze Zeit beobachtet. Kann nicht sein, weil der Raum keine Fenster hatte, wo wir geschlafen haben. Und ich dann so, Jungs, beruhigt euch, kann ja nichts passieren. Wir wissen ja, der einzige Eingang ist zu, es kommt keiner aufs Gelände. Außer der kann gut schwimmen, weil der einzige Zugang wäre ein See gewesen, 4 Meter tief. Mitten in der Nacht schwimmt, glaube ich, keiner drüber. Nee. Ja. Klingt alles nach meiner Lieblingslocation. Oder hätte ich erzähl mal weiter, ich bin voll drin, ich habe voll die Bilder im Kopf. So, mitten in der Nacht hören wir dann auf einmal wieder Schritte. Von uns konnte es diesmal aber keiner sein, weil wir, wie gesagt, alle 7 in diesem Raum waren. Und wir sind natürlich 2 Leute von uns, ich und ein Kumpel, wir haben uns da nicht so, wir gehen gucken, wo die Schritte herkamen. So, wir durchs ganze Gebäude, keine Person gefunden, nichts. So, wir hatten Funkgeräte bei, da sagte der eine, na, wo seid ihr gerade? Wieso? Beim Klavier, wieso? Also der Klavier war halt ein guter Punkt, wo man sich zurechtfinden konnte. Und da sagt er so, seid ihr wirklich Klavier? Ja, warum? Ja, wir haben gerade Stimmen gehört von außen. Oh Gott. So, ja. Seid ihr denn noch 5 da? Ja, wir gehen auch hier nicht weg. Ich so, wieso? Ja, der eine hatte schon richtig eine halbe Panikattacke, weil er wirklich dachte, wir werden beobachtet. Also, und von uns 7 sind dann nur noch mein Kumpel und ich über Nacht geblieben, weil die anderen 5 hatten so Angst, dass sie dann über Nacht abgereist sind, weil sie keine Lust mehr hatten. Wie sind die dann zurückgekommen? Unsere Autos standen draußen. Okay. Also wir durften die Autos nicht mit aufs Gelände nehmen, aber die standen halt direkt vorm Tor. Aber die mussten nicht schwimmen? Nein. Gut. Die konnten mit dem Auto zurückfahren. Okay, gut. Ich wäre einer davon gewesen, der heimgefahren Ich wäre auch einer davon gewesen, ja. Wart ihr, wenn ich fragen darf, dort, um explizit irgendwie was Paranormales festzustellen? Oder wart ihr einfach da so, ja, geile Location, wir machen da jetzt einen Overnight? Also mit was für einer Einstellung oder mit welchem Ziel seid ihr da hingefahren? Also ich bin sehr oft an dieser Location, aber halt tagsüber, weil zum Fotos machen ist das echt ein schöner Ort, weil sich gefühlt jedes Mal was ändert. Du hast halt jahreszeitenbedingt andere Bilder, du hast halt wetterbedingt andere Bilder und wir hatten halt einmal die Möglichkeit, weil der Besitzer gesagt hat, hier Jungs, ich bin an dem und dem Wochenende nicht da, hätte aber gerne jemanden, der da ist zum Aufpassen, weil normalerweise ist der wirklich fast rund um die Uhr auf dem Gelände und passt halt auf dieses Gelände auf. Deswegen das ist ja auch eine Tagesaufgabe. Ja, er kümmert sich halt auch darum, dass es halt noch begehbar ist. Er bietet auch an, dass man tagsüber hingehen kann für einen kleinen Obolus und ja. Geil wäre auch gewesen, wärt ihr einfach alle abgehauen, so. Dann, warum war dort keiner? Ja, da war Geist da. Oder meinst du, er hat euch gefoppt? Nee, ich gehe nicht davon aus. Glaubst du nicht? Weil der Mann ist jetzt mittlerweile, ich glaube, auch schon 70. Ich glaube nicht, dass der sich... Ach so, deswegen macht er das auch so nebenbei. Ja, genau. Tante Elke, kannst du dir jetzt auch überlegen? Schönes Hobby. Ja, und wie gesagt, die 5 hatten dann irgendwann so das Gefühl, beobachtet zu werden, dass sie keine Lust mehr hatten und einfach nach Hause gefahren sind. Und wir sind dann nachts noch tags bis 8 da geblieben. Dann kam auch der Herr dann wieder, meinte so, wart ihr nicht mehr? Ja, theoretisch schon. Hättest mal Nein sagen sollen, wie er dann geguckt hätte. Ja, das wäre natürlich die spannendere Geschichte gewesen. Dann so, nein. Ja, krass. Also ich finde es so irre, dass ihr euch dann, auch du, dass ihr dann so alle in diese Orte geht und dann auch noch da pennt. Und auch noch ja, das ist so, wenn du Bock, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, wenn du so Bock auf den maximalen Nervenkitzel hast, dann kommst du halt gar nicht richtig drum rum. Ne? Du kannst halt da einen Ort, das ist immer schon mal, erlebst du einen Ort anders, wenn du dort eine PU machst und so das Maximum ist halt wirklich eine Nacht dazu verbringen, weil du fühlst und hast eine andere Verbindung zu einer Location, wenn du da wirklich, so wie wir gerade, jetzt mittlerweile haben wir Schuhe an, zum Glück, aber wenn du dann da wirklich deine Schuhe ausziehst, deinen Schlafplatz einrichtest und so, du hast nochmal, das ist ein ganz anderer Vibe. Also dementsprechend gibt nichts krasseres einen Ort zu empfinden, wie wenn man da einen Overnight oder eine paranormale Untersuchung macht.
Wow, naja, danke. Alleine würde ich es jetzt zum Beispiel wie Leon an so Locations, wie er es macht, manchmal nicht machen. Aber Marcel, ich auch nicht. Macht dir nichts draus? Paddy und ich würden nur noch mit Leon gehen, weil wir können uns ja noch hinter den Mikros verstecken. Das ist halt wirklich so. Aber alleine hätte ich mir da auch in die Hose geschissen. Ich sag, wie es ist. Ich glaube, dann hätte ich da wirklich die Panik. Ich glaube, da würde ich stehen und könnte mich nicht mehr bewegen. Einfach weil ich denke, nee. Ab den ersten Donnerschlägen, also ich glaube, wir beide da alleine. Wobei ich habe ja auch, muss ich ja ehrlich zugeben, gesagt, okay, der erste Donnerschlag kam und der Blick von Leon war halt einfach ein bisschen. In dem Moment hätte ich mir einen anderen Blick von dir gewünscht. Ach ja, ich kenne das alles und so. Ja, nee, aber ich muss das schon ist- sagen, also wäre ich dort alleine gewesen und ich war auch schon mal alleine da, aber halt die Geräuschkulisse war einfach so krass, als wir da waren, wäre ich alleine da gewesen, ich wäre abgehauen, weil ich gedacht hätte, da sind andere Leute. So, wir wissen, da waren keine anderen Leute, vielleicht war es der Wind, vielleicht auch nicht, aber alleine hätte ich das Die glaub ich, auch Geräuschkulisse war eigentlich zu unterschiedlich, die kam aus zu vielen verschiedenen Ecken und das klang auch oft einfach zu, ich kann es gar nicht beschreiben, also es klang ja wirklich nach, Tür geht auf, dann hat wieder das Dach gepoltert, dann waren es auf einmal wieder Stimmen, die man gehört hat, also es war schon wild. Aber gut, Marcel, vielen danke. Dank, dass du uns das erzählt hast. Shaker gibt's hier vorne beim Onkel Patrick, der Schon. ihn zu Tante Annie Ich bringt. würde sagen, Shaker ist schon übergeben. Ah, das Aber ging du aber kannst schnell. Ja, die kriegt ihr noch. Ich nehme schon mal den nächsten in die Hand. Matthias, wie ist bei dir? Ich weiß nicht, guck mal. Irgendwo eine Hand Möchte auf für dem mich. Rang noch jemand? Laut Ich winken wollte am gerade sagen, besten. hier unten passiert noch allerhand. Ja, ich sehe dich. Die haben alle nichts zu erzählen hier oben. Naja, dann machen wir hier unten weiter. Ich mache mal hier noch diese Reihe und dann gehe ich mal wieder rüber. Elli macht rüber. Hi. Hi, Hi. Ich bin Henry. Ich habe das erlebt, da war ich 10. Okay. Meine Eltern waren weg, mein Bruder war oben schlafen und ich war unten im Wohnzimmer und da habe ich einfach einen Geist gesehen neben dem Kamin. Wie hat das, also wie... Das Mikrofon, Entschuldigung, das Mikrofon ein bisschen näher an den Mund halten, bitte. Ah ja. Ja, da war halt einfach ein Geist neben dem. Also, aber kannst du es noch näher beschreiben irgendwie, oder... Also man konnte es nicht wirklich sehen, weil da war noch eine Mauer dazwischen, aber ich habe die Hälfte vom Geist gesehen. Der war einfach da, ich habe hingeschaut, ja. Und wie hat es sich angefühlt? Also der Ofen hat gebrannt, ja, aber ich konnte nicht die Kälte spüren oder Okay. so. Ich habe einfach nur gesehen, hat mich angeschaut. Ich habe es meinen Eltern dann erzählt, wo sie nach Hause gekommen sind. Die sind ja auch anwesend, wie ich die Sachlage gerade sehe. Ja. Habt ihr denn schon mal was in dem Haus erlebt? Ah, da wird überall genickt. Er hat das jetzt so casual erzählt, als wäre er gestern zum Bäcker gegangen, ne? Ja, ja, total. Also, ja, und da war dann Geist. Ja, also wir haben das Haus damals gekauft und ein Nachbar hat dann gesagt, dass die alte Frau damals gestorben ist im Esszimmer auf der Couch. Ui. Und die Frau haben wir ungefähr so gewusst, wie sie ausgesehen hat. Und das ist halt bei uns durch alle 3 Kinder durchgegangen. Also, wow. Ja. Wir haben oben gelegen im Bett und wir haben eine Holzstufe und du kannst die Holz bewegt sich halt. Man du hört's, ja. zählst das halt dann, ne? Ja. Und dann hat sich halt wirklich so, wie die Treppe hochgeht und dann haben wir runtergekriegt zu denen, sagen wir, was machen ihr da oben? Und dann haben die gesagt, nein, ihr sind doch unten. Okay. Wow. Und wie ist denn das genau aus, Henry? Kannst du das uns nochmal genau beschreiben? Ja, ich habe es wirklich gesehen, es war einfach nur ein Umriss vom Mensch. Ein Umriss, Ja. okay. Aber das ist total das. menschlich, sagst du. Also, ja, also okay. er war schon groß etwas. Okay. Ich habe die Finde ich auch Arme interessant, alles gesehen, ey. den Hals, die Ja. Augen auch etwas, Wow. Nase und Mund habe ich noch nicht gesehen. Und wie ging die Situation dann weiter? Also bist du dann weg oder ist Nee, das... ich saß einfach auf der Couch. Und das ist verschwunden? Okay, Ja. ja. Applaus für Henry, das ist gut. Das ist genau das, was man machen muss. Mach den Conny 2.0, bleib einfach auf der Couch sitzen. Das ist ja mein Reden. Das hast du ja schon immer gemacht. Ja, natürlich. Entschuldigung. Okay, und das heißt, du bist geblieben und der Geist ist weg. Nee, ich habe da einfach Musik angemacht. Beste. Nehmt euch ein Beispiel, ja? Hast du Angst? Schon, ja. Ah, okay. Ja. Aber als ich Musik angeschaltet habe, habe ich versucht, das zu ignorieren und dann ist es auch weggegangen. Ja. Aber wo ich hingeschaut habe, war immer noch ein kleiner Umriss war da. Wow. Okay. Und irgendwann ist er ganz weggegangen, sind auch meine Eltern gekommen. Das ist dann eine Erleichterung wahrscheinlich. Ja, Wenn das die- ist ja echt krass. Ist doch vielleicht ein Fall für Tine.
Oder? Ich wollte gerade sagen, da wird genickt, 2 Reihen hinter euch. Ich wollte gerade sagen, wenn alle das so machen wie Henry, dann brauchen wir das Partnernetzwerk fast nicht. Irgendwie Musik an, sitzen bleiben, fertig. Henry, alles richtig gemacht. Danke, dass du uns das erzählt hast. Der Shaker, hast du schon? Nee, gebt ihr ihm mal, weil er ist ja die erste Reihe. Ja. Und ich muss auf die andere Seite. Die Elli geht auf die andere Seite. Da begleiten wir sie bei. Jetzt ist sie beim Stänger. Ich bin schon gleich da. Dann rollen wir das Pferd auch mal von hinten auf. Ihr kommt rein, wir haben noch Zeit, wir haben noch 40 Minuten mindestens. Wir sind ja Wetten, das. Könnt ihr noch atmen eigentlich? Wie ist die Luft so da bei euch? Schlecht? Du hast gar nichts zu trinken, Kind. Mensch, müssen wir uns zur Wurde Not mal ja nichts lüften gegeben oder so? hier, du. Du kannst dir doch was holen, du weißt doch, wo alles steht. gut, Quatsch. Ich habe wirklich... Oder wir wedeln noch gleich Holy vorher mal. Habe ich auf getrunken. Rockkonzerten gelernt. Einfach irgendwie mit allem, was du an Kleidungsstücken hast, mal wedeln, dann ist es für alle schön. Also riecht auch manchmal ein bisschen, aber Hauptsache Luft. Weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich so machen wollen, Patrick. War nur eine Idee. Okay. Wo sind wir denn? Hallo. 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 Ah, da. Hallo. Da. Hallo. Hi, grüß dich. Hi, ich bin der Elaine und vor einigen Jahren hat meine Familie ein Hotel und auch ein Restaurant geführt. Das war in so einem kleinen Ort, da war super viel Wald in der Gegend, ist auch bekannt, also super schön. Ja, und dieses Restaurant, das war in so einer Halle, so wie hier ungefähr, also so eine Eventhalle, und das Restaurant, das war einfach so nebendran, aber schon auch verbunden. Und das war rund, das war super cool. Das hatte so 2 Ebenen, oben war das Restaurant und unten war die Küche. Und draußen konnte man auch sitzen. Und ich habe bei meiner Familie da eben auch öfter ausgeholfen, da war ich vielleicht 14, 15 und ich war dann abends da und habe aufgeräumt. Und in der Küche, da war so ein Telefon an der Wand, also so ein festes mit einem Kabel, wie man es eben auch kennt. Ja. Und dann hat es geklingelt und ich dachte, okay, alles klar, vielleicht ein Gast, wir haben auch geliefert, also bin ich rangegangen und da war keiner dran. Also ich habe ganz oft Hallo gesagt und da kam einfach nichts zurück und dann habe ich aufgelegt. Ein paar Minuten später bin ich dann zu meiner Mutter, die war zum Glück noch da und ich habe ihr dann gesagt, hey, da hat gerade jemand angerufen, da war aber irgendwie keiner dran, also vielleicht Verbindung nicht gepasst oder sowas. Und dann hat sie mich gefragt, was das für ein Telefon war, bei dem angerufen wurde. Das wäre jetzt meine Frage, ist das auch ein externes oder internes? Das ist nämlich genau das Ding, das Telefon ist nur für den oberen Bereich vom Restaurant bis in die Küche. Also das hat gar keinen... Das hat gar keinen externen Zugriff. Und also ich muss auch sagen, in dieser Halle, wir hatten unsere Sachen gelagert auch im Keller, da waren die Kühlhäuser und sowas und das war auch so ein gruseliger Fahrstuhl, der war schon super alt und wenn man da unten war, da war es schon echt auch... Ein Personenaufzug? Ja, genau, und das war auch schon echt eine bedrückende Stimmung im Keller auch. Also ich war da definitiv nicht gerne, vor allem weil da nur so Lichtsensorteile waren. Das ist ja die absolute Hölle. Hat noch jemand Bilder vom Shining irgendwie vor Augen? Ich sehe die ganze Zeit Shining in allen Szenen. Ich sehe so ein bisschen Leon eher da durchlaufen. Auch das. Zusammen mit Marcel. Das erinnert mich tatsächlich, die Beschreibung erinnert mich richtig krass an so ein Lost Place, wo ich mal gewesen bin. Also ich weiß nicht, wie heute die Location aussieht, ob das vielleicht ein Lost Place ist, aber... Ich glaube nicht, leider. Nee, vielleicht besser so. Also vielleicht. Ja, danke schön. Danke dir. Danke dir. Ist oben vielleicht doch noch jemand? Wir müssen mal kurz hier in die, weiß ich nicht, wie vielte Reihe gehen. Andersrum. Ich habe schon weitergegeben. Okay. Ja. Na gut, dann. So, ich wollte gerade sagen, hier vorne geht's weiter. Oben Moment. ist keiner? Okay, ich gehe mal den Shaker weg. Ich wollte gerade sagen, Matthias, du schaltest dich ein, wenn der Ich melde mich, sobald ich jemanden sehe oder geredet habe, melde ich mich. Tschüss, Patrick. Lass doch die Frau das machen. Die hat es im Griff. Du weißt doch, die Elli darf man nicht. Wo sind wir jetzt? Hi. Neben unserem Steuerberater. Ja, hallo. Ja. Hi, ich bin Ninja, also wir 3 kennen uns ja. Ja. Ich habe tatsächlich was vom Community-Hand. Also ohne etwas zu spoilern, könnte ich da was erzählen, was uns in der Nacht passiert ist. Von was? Falls ich das
von Leon das okay bekomme. Oha, also wusste ich nicht, dass da irgendwas Das ist mir vorgefallen auch ist, jetzt aber gerade- super gerne, klar. Das ist mir jetzt gerade Kann erst uns wieder mal jemand eingefallen. aufklären, von was reden wir jetzt hier? Soll ich was erzählen? Möchtest du lieber selber Also erzählen? ja, wir haben im Grunde ein Format abgedreht, wo über 48 Stunden ich mit 2 anderen auf der Flucht war und die Community konnte uns praktisch aufspüren. Ja, das und habe ich jagen. mitgekriegt, ja. Genau, und scheinbar, also Ninja war im Jägerteam, das heißt, sie hat versucht, uns aufzuspüren. Genau, beim besten Team natürlich. Den Rest weiß ich jetzt nicht, also das wirst du uns jetzt erzählen. Ja, genau. Ja, die erste Nacht war das. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, logischerweise. Und haben dann im Prinzip gesagt, wir Mädels gehen in der ersten Nacht, also in der ersten Hälfte der Nacht, schlafen. Und wir sind auf einem Sportplatz gewesen tatsächlich. Und also nur zur Beschreibung. Zum Schlafen? Ja, ihr nicht, ne? Achso, ihr habt nicht geschlafen, ihr seid dann auf dem Sportplatz einfach zum Suchen gewesen. Genau, wir haben natürlich nicht geschlafen. Da würdest du mich nicht finden. Nee, wir haben tatsächlich 6 Stunden geschlafen. Uns ging ganz gut. Euch so? Nicht so. Ja, auf jeden Fall, wir wollten uns halt, wie gesagt, aufteilen und dann die einen 4 Stunden, die anderen dann 4 Stunden. Wir haben 6 Stunden geschlafen. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns dann auf einen Parkplatz gestellt. Nur zu Verständnis, ich habe halt einen Pickup und ich habe mit meinem Team, oder eher gesagt mit der Jenny, die halt mit mir zusammen im Auto gewesen ist, hinten auf der Ladefläche schlafen können. Das war halt super geiles Wetter. Das stelle ich mir ja auch wiederum geil vor. Ja, ist es auch. Ja, auf jeden Fall haben wir uns oder wollten uns schlafen legen und ich weiß nicht, ich glaube, eine gute halbe Stunde haben wir noch ein bisschen gequatscht und ich war schon so halb weggedöst, Jenny aber noch nicht. Und dann hören wir auf einmal hinter meinem Auto, wie jemand so, also so eine männliche Stimme war das. Und da war niemand, ne? Also es war im Prinzip so ein Waldsportplatz. Also wir haben zumindest nicht mitbekommen, dass da irgendjemand war. Und dann ist Jenny so Guck mich hoch. nicht so an, kommt alles zusammen. Und dann Jenny, die geht halt so hoch und guckt und dann war da halt einfach niemand. Die hat Ultraschiss gehabt. Ich habe nur gesagt, ja, ist da jemand? Sie so, nein. Ich so, ja, okay. Ich hab dann tatsächlich geschlafen. Die Jenny nicht so. Und das war eindeutig krass klar zu hören. Ja, richtig laut, also wirklich, als wäre der direkt neben uns. So richtig. Wow. Ja. Wer weiß, vielleicht hat dieser Sportplatz ja auch irgendeine düstere Vergangenheit, von der wir nicht wissen. Ja, also es war wohl kurz bevor, also wo wir das Auto frisch geparkt haben, da haben wir auch schon was gehört, aber dann haben wir da gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es noch jemand auf dem Sportplatz und dann sind wir nämlich haben wir extra noch geguckt, ob da irgendjemand ist oder so. Aber da war ja niemand. Wie gesagt, das war ja schon, ich glaube, 12 Uhr, 1 Uhr nachts oder so. Ja, wer macht da schon Sport? Genau, vielleicht war es Walter Frosch. Ja, es war auf jeden Fall sehr spooky und also Jenny sagte dann auch, wie gesagt, ich habe dann trotzdem schlafen können. Ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es nicht so gruselig. Die Jenny auf jeden Fall sehr. Und die Jenny sagte dann auch, es war wohl noch öfters was zu hören. Okay, weißt du auch genau was? Ja, immer dieses ich weiß es nicht, also ich überlege halt, ob das vielleicht auch irgendein Tier gewesen sein könnte oder so, ne? Aber welches Tier macht denn die ganze Zeit? Ja, es gibt ja und vor allem halt direkt neben dem Auto und da war halt nichts. Also wie gesagt, Jenny hat extra geguckt. Also jedes Mal, ich gucke gerade auf ein Bigfoot-Shirt. Ja, wer weiß. Ja, krass. Ja. Und war sehr spooky und danke, dass du uns das Und kann man das jetzt bald irgendwie sehen? Oder? Ja, das mach mal Werbung hier. Es ist wahrscheinlich so ein Moment, den man halt nicht aufgenommen hat, oder? Weil es halt unvorhersehbar kam, oder? Ja, oder hast du es aufgenommen? Nein, das haben wir nicht aufgenommen. Okay, ja, wie gesagt, wir waren ja gedacht. kurz davor, eigentlich zu schlafen. Ne? Okay, das aber heißt, trotzdem man die musste ganze dich Sache. 48 Stunden lang musste man euch jagen im Ruhrpott oder was? Ja, genau so. Ja. Ich habe das kurz gesehen tatsächlich. Ja. Ich habe es nur kurz gesehen, ich musste arbeiten. Aber ist es denn schon draußen? Nee, es ist auch noch gar nee, auf Instagram hast du es wahrscheinlich Ja, gesehen. Es ist genau. auch noch nicht draußen, das Format. Deswegen, ich wusste jetzt auch nicht, aber du hast ja schon gesagt, ohne zu spoilern. Genau. Nee, aber krass, Stimmt, wusste ich nicht, dass ihr da so ein gruseliges Erlebnis hattet. Weil du warst an so einer ganz fürchterlichen langen Treppe. Was? Du warst an so einer fürchterlichen langen Treppe, glaube ich. Kann man ein bisschen so sagen. Zwischendurch wart ihr auch mal auf Treppen.
Jawohl, ja, da waren wir auch mal Treppen. Ja, ich habe nur gesehen, du standst an so einer Treppe, die war für mich elendig lang. Ich meine, die ist ja für mich gefühlt auch schon lang. Nein, Quatsch. Und, 10 Stufen. Nee, ich habe es länger. Ist ja egal, auf jeden Fall. Vielleicht bei unserem Startpunkt? Dass ihr dann irgendwie, ja, Jäger und so, das war schon krass. Wann kommt denn das raus? Das kommt jetzt Anfang Juni kommt das raus. Anfang, Mitte Juni ungefähr. Also in 2-3 Wochen ungefähr wird die erste Folge rauskommen. Beim Leon TL. TV. Nee, vergiss es. So ungefähr. Danke, dass du uns das erzählt hast. Vielen Dankeschön. Dank. Gerne. Beim Leon TV. So, oben? Nee, gut. Unten? Oben nix. Ich gebe mal weiter an die Uta, die kann sich mal vorstellen. Ja, Uta ist Dauergast. Und dann müssen wir wieder rüber und hier vorne ist auch noch. Und Hallo. Hallo Uta, na? Hallo. Wen soll ich jetzt vorstellen? Dich. Mich? Ich bin neu. Ich bin mitgeschleift und ja. Okay, gefällt's dir denn? Es geht so. Okay. Uta hat das einzige Shirt, was wir genehmigt haben, was sie machen darf. Steht Aktenzeichen Paranormal Dauergast drauf. Es ist so unglaublich. Die lebende Doppelung. Die lebende Doppelung. Ja. Hast du was Neues für uns? Ja. Okay. Ich wollte erstmal noch ganz kurz wegen der Leipzig-Sache vorhin sagen, also es ist nicht so krass wie bei ihr, aber als das passiert ist, dieser Anschlag da, meinte dann hinterher meine Kollegin, Conny kennt sie, zu mir, ja, und ich habe noch überlegt, ob ich dich frage, ob wir zu DM und Thalia gehen nach der Arbeit. Und wenn wir das tun wir öfter mal, weil wir wohnen quasi im Thalia, dann sind wir immer genau zu dieser Zeit an genau dieser Stelle. Und wir waren dann beide sehr froh, dass sie mich nicht gefragt hat, ob wir da noch hingehen. Und wir haben das dann ein paar Tage später gemacht, als es wieder ein bisschen normaler war in der Innenstadt. Deswegen, da musste ich gerade wieder dran denken. Als ja. Ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe wieder seltsame Sachen von meiner toten Familie. Also es klingt so blöd, aber die sind halt alle tot. Deswegen, das kenne ich, macht ja nichts draus. Ja, und zwar ist jetzt Mitte Mai der Todestag von meiner Mama gewesen. Von der habe ich euch ja schon mal erzählt. Und ich habe in meiner Wohnung eine, ich nenne es immer Rumpelkammer, böse Zungen würden es auch Lost Place nennen wahrscheinlich. Oh Gott. Das ist ein hat kleines, nicht jeder. Das ist ein kleines Zimmer, da steht eigentlich... Hat aber Wände? Ja, es hat Wände und da steht eigentlich außer meinem Kleiderschrank nur ganz viele Kisten und Tüten mit Zeug aus der alten Wohnung, mit ganz vielen alten Sachen von meiner Familie und bla bla bla. Ich habe jetzt nach 10 Jahren auch immerhin geschafft, die endlich mal auszusortieren. Ich bin sehr stolz auf mich. Und als ich dann auf der Leiter stand und das ganze Zeug, was oben auf dem Kleiderschrank gelagert war, runtergeholt habe, fiel mir ein Plüschhund auf den Kopf. Das ist wichtig, dass er mir auf den Kopf fiel. Mir sind die ganzen Zusammenhänge dann auch erst abends an dem Tag klar geworden. Und zwar ist das ein Plüschhund, mit dem hat meine Mama als Kind schon gespielt. Der ist halt sehr alt, der hat auch schon 20 Mal den Kopf verloren und wieder angenäht bekommen und so. Und ich habe den immer sehr geschätzt und ich weiß, dass der bei uns in der Wohnung immer auf dem Sofa stand. Und kurz nachdem der mir auf den Kopf gefallen ist und ich mich darüber gefreut habe, dass ich den eben wiedergefunden habe, rief meine beste Freundin an und ich erzähle ihr das, so, ich habe Mamas Hund gefunden und sie sagt zu mir, ist das nicht der Tati damals auf den Kopf gefallen ist? Oh. Tati ist meine Tante, die ja mich großgezogen hat. Und dann hat sie mich daran erinnert, dass der in der alten Wohnung auf dem Sofa, so oben auf der Lehne saß und meine Tante lag auf dem Sofa und dieser Hund ist ihr halt auf den Kopf gefallen, weil er runtergefallen ist. Und erstmal das war halt so komisch und dann war es eben genau dieser Tag, als ich den gefunden habe nach 10 Jahren, die ich den nicht gesehen habe und abends wurde mir dann klar, scheiße, es ist der 17.05. und das ist genau der Todestag meiner Mama und ich habe genau an diesem Tag diesen Hund wiedergefunden. Und das war irgendwie ein bisschen, also nicht gruselig, aber es war halt schon wieder so ein bisschen, wie Leon vorhin sagte, sehr viel Zufall, so mit einem Mal. Bisschen zu viel, ja. Aber auch ein Zeichen irgendwie, ne? Ich versuche es immer als Zeichen zu werten. Fühlst du dich damit? Ist das ein gutes Zeichen, schlechtes Zeichen? Also ich
freue mich halt eigentlich immer, wenn ich von meiner Mama oder meiner Tante, also von meiner Tante träume ich ja oft, das habe ich ja schon oft erzählt und so. Eigentlich freue ich mich immer, weil ich irgendwie gerne möchte, dass sie irgendwo noch da sind, weil es ein gutes Gefühl gibt. Ja, und solange sie nichts irgendwie Böses machen, also so ein Plüschhund auf den Kopf zu kriegen, tut jetzt nicht weh, ist es eigentlich okay. Aber es war halt schon wieder so dieses, dass dann, okay, heute ist der Tag und ausgerechnet an dem Tag und ja. Ich gucke so an Tine. Und Tine guckt hierher. Ja, sie hat von Trauerbewältigung, Trauerhilfe irgendwie auch gesagt. Ne? Ja. Das ist ein sehr großes Thema bei mir. Ihr könnt ja, glaube ich, nachher mal zusammen sprechen, glaube ich. Ja. Ich finde es auch immer, solche Sachen passieren halt und wenn man dem Ganzen so ein bisschen offener gegenüber ist, dann finde ich, hilft es auch einem irgendwie so dieser Gedanke, ey, so nach dem Tod, vielleicht kommt da noch irgendwas, vielleicht wachen diese Menschen noch über uns so und im Endeffekt, das ist so ein bisschen wie die Frage nach Gott oder anderen, so richtig Grundfragen einfach. Im Endeffekt, du kannst es so glauben, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber im Endeffekt gibt es dir ja eigentlich nur auch was, wenn du da wirklich das auch als Zeichen siehst und so, ey, vielleicht sind da noch meine Verwandten, die noch irgendwie über mich wachen oder mich so im Auge behalten und das ist ja was voll Schönes. Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich vor kurzer Zeit was recht Ähnliches erlebt, allerdings nicht mit einer verstorbenen Person, sondern wir waren im Schlafzimmer und ich habe ja einen Sohnemann, der war zum damaligen Zeitpunkt noch 3 und der wollte auf einmal, keine Ahnung warum, wir haben so einen großen Kleiderschrank und dann wollte er auf einmal an diese unterste Schublade und gucken, was in den Taschen von Mama drin ist. So, und das war so komplett random und wir dann auch so, ja jetzt, nee, nicht alle Taschen irgendwie ausräumen. Dann ganz gezielt geht er natürlich, wie ein Dreijähriger halt ist, trotzdem dahin und macht diese Tasche auf. Also zieht sich einfach so eine Tasche raus, macht die auf und findet plötzlich ein Bild darin. Und das war das Schwangerschaftsfoto von ihm selber. Und jetzt kommt das Krasse, das Datum, wo diese Aufzeichnung gemacht worden ist, war wirklich auf das Jahr genau, auf den Tag, irgendwie, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, ja doch 3 Jahre oder 4 Jahre zurückliegend. Also es war, hat genau den Tag getroffen, wo er dann random kommt und einfach sagt, ich gucke jetzt in diese Tasche da rein und findet dann das Bild, wo wir komplett vergessen hatten, dass das überhaupt existiert. Wow. Und das ist auch wieder so, weiß nicht, wie viele Zufälle soll es geben, so, ne? Das ist schon krass. Ja, also ich denke auch, es gibt irgendwas so, ne, in dieser Zwischenwelt. Ich glaube schon, dass nur da irgendwas, also ich glaube auch nicht, dass wenn du morgen abtrittst, auf Wiedersehen und tschüss, das war's dann. Ich glaube schon eher, dass da vielleicht dann noch was ist. Also so viele Geschichten, wie wir darüber hören und schon erzählt haben. Und wenn es der Plüschhund ist. Das wäre auch gruselig, wenn einfach nur das Licht ausgeht und es geht nicht weiter. Ja. Das finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung. Also sollte ich abtreten, ich erlaube euch, ihr dürft paranormal Untersuchungen machen, mich rufen. Ich gebe mein Bestes, ich versuche an Türen zu rütteln, und wenn alles. ich abtrete, bin ich euer Poltergeist. Ich bleibe noch ein bisschen. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, so manchen Küchenschrank auszuräumen. Vielen Dank, Uta, Dankeschön. Yes. Mal einfach übers Regal gehen und gucken, wie es funktioniert. Ja, einfach. Apropos gucken, wie es funktioniert, während jetzt gerade das Mikrofon rumgeht. Ich weiß gar nicht, wer hat uns das gegeben? Ich sehe die Hand nicht. Vielleicht ist sie oben. Das ist so ein verfluchtes Objekt, jetzt will es keiner gewesen sein, weißt du? Ich habe es nur noch nicht verstanden, das wäre die Frage. Wir können das auch gerne danach klären, falls du das jetzt nicht machen möchtest. Aber ich habe es noch nicht verstanden. Du hast es noch nicht ausgepackt? Nein. Ich weiß okay, klär mir vielleicht danach. Und noch ein kleiner Servicehinweis am Rande, meine Damen und Herren. Wer hat denn von euch ein rotes Ding bei der Elli geholt? So ein rotes Los. Oben auch? Gut. Ja. Matthias, kannst du die oben schon mal einsammeln? Wir machen das nämlich so, wir machen die in so einen Shaker und ziehen eins. Weißt du? Das ist, ich gehe mal auf die Seite, ich habe hier Hände gesehen. Das wäre toll. Dankeschön, Matthias. Unten machen wir das dann gleich. Jetzt erstmal entspannt bleiben. Wir machen noch 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten. Die Elli ist da hinten. Ich hab schon die nächsten. Ja. Was ist denn hier vorne los? Also nochmal für das Verständnis, Conny. Ja, so heiß ich.
Die Leute sollen sich ihre Nummer merken. Nee, du sollst die Dinger einsammeln, bitte, und wir machen die... Aber die Leute müssen sich ihre Nummer trotzdem merken. So, ja, natürlich müssen die sich die Nummer merken, ja. Ja. Da sind 2 Nummern drauf, ich glaube, also 03 und eine Nummer. Genau, die kleine Nummer natürlich, weil die 3 ist ja auf jedem los. Das stimmt, das ist... Habe ich bemerkt, ich bin schlau. Merkt euch bitte die Nummer. Noch Lose? Habt ihr Lose? Was? Nasenlose. Wenn ihr könnt ihr ein Foto einfach machen von auf meinem Handy. Ihr habt ja alle Handys, macht dann ja. Und dann ziehen wir die Nummer und dann kannst du einen Namen draufschreiben. Genau, merkt euch die Nummern und wir fangen schon mal entspannt einen einzusammeln. Ich schreibe einfach überall oben drauf. Was? Also, ich schreibe einfach oben auf die Lose. Dann wisst ihr, dass der Gewinner oben saß. Das ist ein ausgeklügeltes System. Ja, super. Warum hast du nicht Nein gesagt? Okay, jetzt aber. Die Idee kam von mir. Hi, also ich bin die Rina. Hallo und Rina. Ich wurde jetzt vor kurzem am 17.05.29 und also ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was ich schon an paranormalen oder spirituellen Dingen erlebt habe. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich erzählen soll. Ich war schon 7 Mal bei einem Medium, wow. Bei verschiedenen Mediums. Mein geliebter Opa ist gestorben vor 2,5 Jahren. Da war ich bei einem sehr guten Medium. Pink Spirit heißt die, in Bammental. Ich weiß nicht, ob die jemand vielleicht kennt. Die hat einfach Dinge gesagt, die konnte sie nicht wissen. Also, dass mein Opa immer noch in meinem Leben teilnimmt, das hat mich wirklich fast zum Weinen gebracht. Mhm. Wir haben auch schon viele PUs gemacht mit damaligen Freunden. Wir haben Ouija gemacht. Ich habe mir eine Besetzung eingefangen. Also ich war besessen durch Ouija, deswegen sage ich, passt auf mit dem Scheiß. Wir haben sowas wirklich regelmäßig gemacht, weil es einfach spannend ist. Es war spannend, es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, aber ich bin jetzt mal ganz offen hier, es ist mir zwar unangenehm, aber ich hatte plötzlich eine Stuhlinkontinenz und ich war damals, wie alt war ich, wie lange ist es her, 1,5 Jahre? Ich war bei 13 verschiedenen Ärzten innerhalb eines Jahres. Ich war 6 Mal in der Röhre, mein Gehirn wurde untersucht, alles. Es hat keiner was gefunden. Irgendwann war es dann halt die Psyche, ja klar, weil ich mir wegen der Psyche die Hosen kacke. Das ist Quatsch. Es war auch, wenn es mir gut ging, an Tagen, wo alles super war. Und, ganz kurz, redest du gerade immer noch davon, von dieser Folge aus irgendeiner Ouija-Sitzung? Ja, genau. Also ich glaube, dass das... Also es ist dann so, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Michael Höfeler kennt von Dämonenjäger. Ja. Auf Ghostflix. Genau, ich hab den dann einfach mal kontaktiert und der hat zufälligerweise, das wusste ich nicht, 15 Minuten von uns weg gewohnt mit dem Auto. Also ich dachte, vielleicht wohnt er irgendwo bei Hamburg oder so, keine Ahnung. Wir wohnen bei Heidelberg, der hat damals noch in Viernheim gewohnt und da dachte ich, da gehe ich mal hin. So, vielleicht probiere ich es mal. Ich hatte irgend so ein Bauchgefühl. Und da kam raus, dass, wie soll ich das erzählen? Ich kann es ja mit dem Autofahren nicht erzählen, also vielleicht beim Autofahren. Hat mich halt ein Dämon übernommen sozusagen und ich hatte da fast einen tödlichen Autounfall. Und die Zeugen, die das hinterher beschrieben haben, haben das immer so beschrieben, dass ich wollte links in den Gegenverkehr und so als hätte ein Beifahrer immer rechts rumgerissen. Und ich bin dann halt, nach dieser Sache bin ich halt dann wirklich zu diesem Michael Höfeler, weil ich dachte, jetzt reicht's, das sind Dinge bei uns zu Hause passiert, ich habe Schritte gehört, es hat gespukt, das ist alles nach diesem Ouija passiert. Kurz danach hat das alles angefangen. Und ich konnte meinen Namen nicht mehr sagen, ich wusste, ich war total neben der Spur nach dieser Sache, ich wurde Gott sei Dank angehalten dann, also da Leute haben mich aus dem Verkehr gezogen, es ist nichts passiert. Und als ich dann bei diesem Michael Höfeler war und der eine Austreibung sozusagen gemacht hat, also nicht wie bei einem Exorzismus. Also wie hat er das gemacht, darf ich dich das fragen? Genau. Also das ist eine Befreiungstherapie, er distanziert sich wirklich von einem normalen Exorzismus, aber im Prinzip macht er dasselbe, nur spricht er die Präsenzen mit mehr Respekt an und es kam wirklich raus, dass ich eine dämonische Präsenz in mir hatte, die sich in meinem Bauchbereich irgendwie festgesetzt hat und er hat mir danach halt
das ging 4 Stunden lang, hat mich in Trance gesetzt und alles und er hat mir danach Schutzgebete mitgegeben, die ich jeden Tag sprechen sollte, dies und das. Und es war plötzlich weg. Diese Stuhlinkontinenz war von heute auf morgen weg. Und klar, die Kritiker, die haben dann alle gesagt, ja, jetzt denkst du halt, der Geist ist weg und dann ist halt von der Psyche her. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das nicht die Psyche war. Das wusste ich von Anfang an. Und die ganzen Spukphänomene, alles hat aufgehört zu Hause. Mir ging es besser und dann bin ich nochmal irgendwann zu dem hin und habe da eine Rückführung gemacht. Also ich könnte so viel erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, also wenn ihr mal auch vielleicht das Gefühl habt, ihr seid besessen oder habt eine Besetzung oder nach Ouija, das ist jetzt keine Werbung, ich bekomme nichts dafür. Seelenflammen heißen die, also Michael Höfeler von Dämon, ich kenne ihn ja nur durch Dämonenjäger, also weil ich das halt auch verfolge und so. Ich glaube, viele unserer Hörer kennen diese Sendung. Ja, und der Typ, der ist wirklich kein, also ich habe es ja selbst erlebt am eigenen Leib und ich glaube, wenn ich den nicht kennengelernt hätte, hätte ich das heute noch mit der Stuhlinkontinenz. Dieser Dämon, der wollte mich halt brechen, der wollte eine junge Frau, der hat sich von dieser Energie ernährt, sagen wir es mal so. Mhm. Und das mit dem Autofahren war dann der absolute Höhepunkt, wo ich fast gestorben wäre, also wo wirklich fast was ganz Schlimmes passiert wäre und der Dämon, der wollte das auch so, also so hieß es dann, dass ich Hals abgelähmt im Krankenhaus liegen würde. Das war sein Ziel und dass ich eine Familie noch im Gegenverkehr praktisch mitreiße. Und ich glaube auch einfach, dass mein Opa mein Schutzengel war, irgendwie, der immer wieder rübergerissen hat, wenn ich auf ein Auto zugesteuert hatte. Wusstest du den Namen vom Dämon? Ich wusste, ja, er hat ihn noch irgendwie gesagt. Aber sollten wir den aussprechen? Also er hat ihn in ein Lichtwesen umgewandelt und danach hieß er Benno, das weiß ich noch. Er hat ihn in ein Lichtwesen umgewandelt, aber er zeigt das nicht öffentlich und sagt auch nicht öffentlich, wie er solche Dunkelwesen, er nennt sie nicht Dämonen, er nennt sie Dunkelwesen ins Licht schickt. Und du wurdest dann angehalten tatsächlich auch, oder? Ja, Gott sei Dank, weil das Komische war halt dieses Rüberziehen, es war auf einer Schnellstraße mit 100 km/h, ich erinnere mich an gar nichts, wie ein komplettes Black, ich hatte davor nie, ich habe auch nichts an der Psyche oder so, davor nie, danach nie mehr und das kam halt raus, dass das durch das Ouija entstanden ist, durch diese Besetzung. Dazu hätte ich auch nochmal eine Frage mit diesem Ouija. Also ich hätte 100 Fragen an dich, aber ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen hier sprengen. Bei dem Ouija, so vielleicht, dass man jetzt auch so, wenn ich mir das vorstelle, Ouija sagt man ja auch, kann echt gefährlich sein und wenn man sich mit dem Paranormalen befasst, kommt man recht schnell auf das Thema Ouija. Was habt ihr da gemacht oder was ist passiert, wie es irgendwie schiefgegangen ist? Ja, also ich gebe jetzt mal, weil das war jetzt eben ein bisschen ungeordnet, wie ich das jetzt erzählt habe. Ich hoffe, es war jetzt nicht, kam irgendwie an. Ich gebe jetzt mal an meinen Mann das Mikrofon, weil er hat auch mitgemacht. Ja. Hi. Sorry, dass wir das jetzt quasi so zu zweit einfach machen. Auch ein Checker reicht, wir brauchen keine zwei. Alles gut. Es geht einfach nur darum, noch ganz kurz, ich will es jetzt auch nicht so weit ausholen. Lass die Finger von dem Scheiß, wir haben auch, ironischerweise, es sind immer Tuberkulosekliniken, wir haben das auch mal in so einer alten Tuberkuloseklinik gemacht, in einem alten Schwesternwohnheim, halt auch alles so Lost Places bei uns, ich komme eigentlich aus Thüringen und es hat auch funktioniert immer, so dass, ich meine, ihr wisst ja, was das ist, dass sich das so von alleine bewegt, man stellt Fragen, bekommt Antworten, ob das jetzt gut oder schlecht sind, ob man jetzt mit guten oder negativen Präsenzen halt zu tun hat, man weiß es halt nie mit Sicherheit. Macht es auch so vom Gefühl her, sage ich jetzt mal so. Und wir haben halt da alle mitgemacht. Und wir hatten gute und schlechte Empfindungen dabei. Und es war im Zusammenhang damit, kurz bevor sie zu dieser Befreiungstherapie damals gegangen ist, bei uns im Schlafzimmer stand damals noch ein riesengroßer Spiegel. Mhm. Und der neigte sich so über das Ding halt so an die Wand halt. So. Und der war wirklich sehr, sehr groß. Und meine Frau hat noch davon gesprochen, ja, jetzt habe ich es bald hinter mir, jetzt werde ich ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, dieses Drecksvieh. Ich habe meiner Mutter ein Audio gemacht und habe gesagt, ich werde jetzt dieses dumme Vieh bald austreiben. Wow. Genau. So dieses dumme Vieh austreiben. Ich war auch im selben Raum, aber wir waren beide weit weg von dem Spiegel. Und das hat auch der Michael Höfeler schon oft gesagt. Es passieren immer kurz davor Dinge, die teilweise die Leute davon abhalten sollen, zu ihm zu gehen, weil diese Entitäten nicht wollen, dass sie verschwinden. Weil das ja ihre Lebensquelle ist, da die von den Menschen zu zehren.
Und sie spricht das aus und das Vieh hat sich wohl irgendwie beleidigt gefühlt und ich schwör's bei Gott, dieser Spiegel, wir haben es nicht gesehen, aber er war wie gesagt so an die Wand gelehnt und plötzlich tat es einen riesengroßen Schlag und der Spiegel hat sich gefühlt, also es muss so gewesen sein, aufgerichtet und ist genau in die andere Richtung gefallen und war einfach kaputt. Also es geht physikalisch gar nicht. Er neigte an der Wand und der ist zu schwer, der ist größer als ich, also der Spiegel ist bestimmt 2 Meter groß und er neigte sich quasi nach oben und fiel genau zur anderen Seite und war dann auch kaputt. Es hat einen riesen Schlag getan und wir wissen nicht, wie das physikalisch möglich gewesen sein soll. Und das war halt wirklich kurz davor. Der stand wahrscheinlich ja auch schon ein paar Tage einfach da und das war nie was. Ja, nee, der stand schon ein paar Wochen da. Ja, genau. Ja. Kommt ihr aufs Afterbim? Ja. Bisschen noch, ja. Leon ist auch da, dann könnt ihr nochmal sprechen. Quatschen. Also wie Ich gesagt, hätte echt deswegen- noch einige Fragen, aber es wird wirklich, wie gesagt, den zeitlichen Rahmen sprengen. Das Ich klingt will einfach echt nur sagen, ultra jemand, der krass. aber Ouija machen will, lasst es bleiben. Das können wir aber auch ganz kurz sagen. Ich meine, wir haben ja oft mal damit ein bisschen, ich sag mal, kokettiert und mit dem Gedanken gespielt, aber es kam wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass du das war oder vielleicht auch doch, aber es kam jetzt vor kurzem irgendwann mal ein Kommentar oder eine Nachricht, wo es dann tatsächlich hieß, lasst das live bitte, weil es könnte sein, dass Leute den Raum verlassen müssen, weil sie nicht dabei sein wollen und das wäre doof. Und das war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, stimmt, das ist das, was So wir weit nicht haben wir nie wollen. gedacht. Ja, Genau, so und deswegen, wir machen das nicht live. Ja, das ist auch gut, weil ihr könnt ein kleines euch dabei, Besetzungen einfangen. Das ist halt das Problem. Machen wir nicht. Ich wusste das selber nicht früher, bevor ich es am eigenen Leib erfahren habe. Hätte ja auch gut Ist das gehen denn können. einfach so praktisch passiert oder habt ihr, es gibt ja auch so Regeln bei Ouija zum Beispiel, habt ihr euch da an irgendeine Regel nicht gehalten? Doch, oder wir haben uns wie war das? verabschiedet, wir haben die Planchette immer, also den Finger nie losgelassen, wir haben es nie zu Hause gemacht, wir haben uns danach mit Weihrauch abgeräuchert. Ich hab auch selber schon mal einen Dämon zu Hause weggeräuchert. Ich würde mich als Spirituelle sehr erfahren bezeichnen, was das alles angeht, also mit dem ganzen Räucherkram und wie macht man das alles. Ich habe Seminare bei Mediums gemacht, Wochenendseminare, bla bla bla. Aber das ist halt so die krasseste Story, die ich halt so habe, mit dieser Inkontinenz, dieser Besetzung und dass ich da dann einfach Leute angefaucht habe und mich an nichts mehr erinnere hinterher. Also Wahnsinn. ich war richtig besessen praktisch und das ist einfach heftig. Danke, dass du das jetzt mit uns allen hier geteilt hast. Und schön, dass es dir wieder besser gut geht. Ja. Vielen, vielen Dank. So, eine machen wir noch. Genau, ich habe hier noch jemand. Ihr könnt. Alles gut. Nee, schaffen wir nicht. Ich muss ja noch was machen. Ich muss noch ein Shirt nähen. Hallo, ich bin die Anne. Da hinten, ja, hallo. Ja. Wie war der Name? Anne. Anne, hi. Also ich habe 3 kurze Geschichten bei, ich kann auch noch abkürzen, nur 2 erzählen, wie es halt passt. Wir starten einfach mal. Okay, also meine Freundin und ich, die Natalie, wir machen auch so Lost Places und paranormale Untersuchungen. Und wir waren eines Tages, das war letztes Jahr bei Coburg in einem Wohnhaus. Das war schon sehr verwüstet, aber halt nicht so beschädigt. Und es waren auch die persönlichen Gegenstände von den Bewohnern drin, auch persönliche Fotos. Und wir sind dann so durch das Haus gegangen, auch mit Respekt, haben uns vorgestellt und auch zum Glück ordentlich verabschiedet. Und sind dann durchgegangen, haben uns die ganzen Sachen angeguckt. Und dann sind wir in einen Raum gekommen, da lagen dann persönliche Fotos. Das war zum einen das Wohnzimmer, die lagen alle auf dem Boden verteilt von denjenigen, die da wohnten. Und oben waren wir auch noch in einem Raum drin, haben wir ein persönliches Fotobuch gefunden. Klar haben wir da auch ein bisschen reingeguckt, aber wir haben alles so liegen lassen, wie es war. Ja. Und wir haben zwischendurch auch EVPs aufgenommen. Und dann, als wir zurück waren, haben wir die unabhängig voneinander quasi ausgewertet. Und bei Natalie kam dann auf einmal mit einer wütenden Männerstimme, verbrennt die Bilder. Was? Ja. Wow. Und da waren wir sehr froh, dass wir uns da verabschiedet haben, weil wir doch ein bisschen Schiss hatten, dass uns dasjenige oder die Entität verfolgt. Haben wir uns eigentlich da verabschiedet aus dem Laden oder Doch, muss ich wir da haben jetzt uns, noch wir mal haben uns hin? verabschiedet am Gut. Ende. Ja. Nochmal Doch. durch den Wald. Ansonsten haltet euch fern von uns. Die zweite Geschichte war in Edinburgh auf den bekannten Friedhof. Da haben wir uns in die hinterste Ecke quasi verzogen und haben auch mit der Ameline-Box, also die Box, die Ja. mit diese Wörter bilden können und mit einem Aufnahmegerät eine Untersuchung gemacht, eine ganz kurze.
Und dann sagte Natalie auf einmal zu mir, sag mal, merkst du diese Kälte von links? Ich so, nö, ist doch warm hier in Schottland, also für die Verhältnisse. Dann habe ich ihren linken Arm angefasst, da war für mich alles normal, aber sie hatte Gänsehaut und aus der Ameline kam davor das Wort Hexe. Da dachte ich mir, ja okay, kommt öfter mal, das ist jetzt nicht so weltbewegend. Und dann kam das mit dem kalten Arm und dann kam eine EVP, die wir später wieder ausgewertet haben, ich bin hier. Das war eine junge, weibliche Stimme und da haben wir beide Gänsehaut bekommen. Die scheint dann genau neben ihr gestanden zu haben. Neben ihr? Neben Natalie. Krass. Also ich habe gar nichts gemerkt, aber bei ihr war es halt so. Sie ist auch da ein bisschen feinfühliger als ich. Ich fühle es auch gerade komplett, weil ich vor 3 Wochen genau auf diesem Friedhof stand. Ach, ja. Deswegen, der ist schon sehr atmosphärisch, super alte Gräber überall. Das ist krass. Ja. Ja. Okay, die letzte Geschichte war in Brieselang, das war am 30. Dezember. Schön. 24. Ich kann mich nur deshalb daran so gut erinnern, weil es die erste Untersuchung war in dem Wald und das war halt kurz vor Silvester, wir hatten nichts Besseres zu tun. Dann sind wir da tagsüber durch diesen Wald gestiefelt und auf einmal hören wir 3 Schüsse. Und da ich selber bei der Bundeswehr bin, weiß ich, wie sich das anhört. So, stopp. Ja, nee, weiter. Nee, also wir haben das genauso. Ja, bei uns waren es, glaube ich, 4 Schüsse, aber ja. Deswegen weiter, Und wir haben natürlich Aufnahmen gemacht, auf den Aufnahmen war nichts zu hören. Wir haben dann gleichzeitig oben in den Himmel geguckt, ob es vielleicht Feuerwerkskörper gewesen sind oder Böller, aber nein, es waren 3 Schüsse. Und wenn man die Sage kennt, dann weiß man vielleicht, woher die so kommen, weil es auch mehrere schon berichtet haben. Warum haben wir darüber nie so gesprochen in dem Kontext? Weil wir beide auf einem Baumstamm saßen, der Alex weg war, eine Nebelwand auf uns zukam und wir beide froh waren, dass wir uns nicht einfach, ich sag wie es ist, in die Hose geschissen haben vor Angst. Ich habe dann angefangen, diese Waldgeschichten runterzulesen und du bist wie ein Bekloppter diesen Waldweg hin und her gesagt, wenn der nicht wiederkommt, dann sag ich hier, dann kommt er nicht mehr. Ja. Und dann kamen ja diese 3 Menschen in diesem Wald auf uns zu. Ach stimmt, da kamen ja noch welche. Ja, die auch das Licht gesucht haben. Deswegen haben wir das nicht so gemacht. Okay. Muss die Mutti wieder schimpfen. Wir standen dann da auf dieser berühmten Kreuzung, also da gingen dann, glaube ich, 4 Wege weg. Und rechts die Kreuzung kenne ich. Rechts von mir ging der Weg weg, der Richtung dieser Kneipe oder diesem Gasthof führt. Und damals soll da noch ein Fluss lang geflossen sein. Zumindest kam das über die Ameline-Box und über die Karten haben wir das auch so ein bisschen einsehen können in der Recherche. Und Natalie war mit irgendeinem anderen Gerät gerade beschäftigt. Ich hatte die Ameline-Box in der Hand und ein Aufnahmegerät. In der Ameline-Box kamen schon öfter mal so schlimme Sachen wie Selbstmord und Missbrauch und sowas. Und irgendwann war es kurz nach 12 Uhr oder gegen 1. Es wurde von meiner Seite, also ich stand rechts von mir, war der Weg Richtung dem Gasthof, wurde es arschkalt. Also ich habe richtig gefroren. Gut, das war jetzt Dezember, aber mir wurde noch mal kälter. Und da kam eine Nebelwand auf mich zu, die dann ein paar Minuten wieder weg war. Ich habe mich nicht mehr getraut, da hinzugucken, sondern habe mich weggedreht und habe mir mal die anderen Wege angeguckt. Da war es nicht so. Und irgendwann war dieser Nebel weg. Ich habe auch nicht mehr getraut, mir die Taschenlampe hinzuhalten. Warum kenne ich das Gefühl? Ja. Das ist ja echt krass. Das war einfach ziemlich genauso. Wir wollen ja noch mal hin. Ohne Mist, Brieselang ist echt nicht ohne. Also für auch alle, die jetzt so nicht unbedingt die Gefahr eingehen wollen, Lost Place und keine Ahnung, aber trotzdem vielleicht mal auch was Gruseliges oder Paranormales erleben können, das ist the place to go in meinen Augen. Brieselang, da kann man irgendwie immer was erleben oder zumindest auch irgendwie Gleichgesinnte treffen, die auch Bock haben, da irgendwie so Und auf was jeden Fall herauszufinden. ganz wichtig, auf den Wegen bleiben, weil das Forstamt läuft da mittlerweile auch nachts rum und schmeißt Leute raus, die, so wie Patrick und Conny, auf einem Baumstamm einfach so abseits des Weges sitzen und gruselige es war ein Waldgeschichten. halber Meter abseits. Also ich hätte argumentiert noch irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Ja, danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, danke schön. Und wir sind schon fast am Ende. Ey, das ist jetzt aber, die 1,5 Stunden sind jetzt aber hier geflogen. Das stimmt. Die sind ja geflogen. Das waren nur echt krasse Stories, fand ich. Also muss ich wirklich sagen. Ist auch immer wieder krass. Also erstmal einen herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch. An jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist. An jeden Einzelnen, der uns hört auf egal welchem Portal. Und jeder Einzelne, der uns... und eigentlich danke, dass ihr so eine tolle Community seid. Ja, dass ihr das möglich macht, dass sowas erzählt werden kann hier. Hier aus einem kleinen Hobby sowas gekommen ist.
Bevor ich zum Abschluss, oder bevor wir jetzt hier zumachen, die stehen schon an den Türen, ich möchte noch ganz kurz die Anja. Anja, komm mal bitte auf die Bühne. Ganz kurz Applaus bitte für Anja. Bitte. Ja, komm doch hier hin. Komm doch hier hin. Das tut mir jetzt leid für die hier oben stehen. Anja ist vom aber wenn das die Berufsgenossenschaft sieht, dann ist richtig was los, wenn es ein Arbeitsort ist. Dann komm auch ins Licht. Komm ins Licht. Hallo Anja. Jetzt sag doch nicht sowas. Geh ins Licht. Ins Licht. Du musst hier stehen. Ja, also mir ist es immer wichtig, nochmal über das Thema Depression zu sprechen. Ich habe selber drunter gelitten, Burnout, ich weiß gar nicht, ich habe sie immer noch, aber habe sie im Griff. Und ich weiß, vielen von euch da draußen, es wird ja aufgezeichnet, ausgestrahlt, denen geht es auch so. Und deswegen möchte ich gerne kurz sagen, Anja, du bist beim Bündnis gegen Depression und möchtest du mal 4 Sätze dazu sagen, was ihr macht, wo man euch findet und was es kostet? Gar nichts kostet. Cool, damit war's. Es kostet nichts. Wir machen das ehrenamtlich oder in Minijobs und der Sinn dahinter ist, dass wir ein großes Bündnis haben in ganz Deutschland und dann einzelne Regionalbündnisse gegründet haben, damit die Regionen alle abgedeckt sind, also so weit wie möglich deutschlandweit. Also gefühlt in jeder Ecke gibt es da eine Anlaufstelle und was macht ihr da? Was passiert, wenn ich hinkomme und sage, mir geht's beschissen? Also meistens schreibt man uns an per E-Mail oder man kann uns theoretisch auch anrufen und fragen, was man tun kann, wo man Hilfe findet und wir lotsen die Leute im Grunde. Das heißt, wir sind verbunden mit allen möglichen, mit Krankenhäusern, mit Kliniken, mit Therapeuten und wir versuchen die Leute dorthin zu bringen, zu der Hilfe, die sie gerade brauchen. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit und deswegen finden wir das ganz wichtig und toll, dass du Teil im Hintergrund im Partnernetzwerk bist. Vielen Dank. Und Anja und ich, wir können es schon mal verraten, im Herbst gibt es den ersten Podcast über Depressionen, moderiert von mir und dir. Ja, ich bin selber ja auch betroffen und mache das trotzdem beruflich, weil ich das inzwischen auch ganz gut im Griff habe und ich habe gedacht, ich fand es so toll. Ich habe dich ja angeschrieben, weil ich es klasse fand, dass du immer wieder darauf hinweist, dass die Leute Hilfe finden können und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist super und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe gedacht, das wäre genau das Richtige, wenn wir mal mit Leuten darüber sprechen und zusammen darüber sprechen. Gibt's ab Herbst. Vielen Dank, Anja, dass du das machst. Mal draußen, also ich kann das Plakat draußen mal hinlegen, da ist jetzt von unserem Bündnis, wir sind Marburg-Biedenkopf, aber... Da ist keiner hier. Nee, ich weiß. Aber... Erbarmen, so spät die Hesse kommt. Man findet halt die Homepage und von der Homepage findet man auch die anderen Bündnisse, da kann man es einfach abscannen und kommt da direkt hin. Danke dir, super. Anja? Also, wenn es euch beschissen geht, redet drüber, macht es einfach, geht hin. Und Leon, dich brauche ich jetzt, du musst jetzt hier du machst Laserrücken oder was? Du ziehst jetzt Holy-Rücken. Holy-Rücken. Du ziehst jetzt eine Nummer. Oh, boah, dann bin ich ja der Doofe nachher. Natürlich, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Ja, deswegen ladet ihr die Gäste also ein, ne? Aber wie soll ich jetzt hier eine Nummer ziehen? Mach einfach auf und zieh. Wie aufmachen? Ja, du lässt es jetzt einfach zerstören und dann musst du einen rausziehen. Okay. Nehmen wir das erste, was die 3. liegt. Ah, nee. So. Trommelwirbel. Es ist die 162. Wer ist es? Wer hat Hat sich das jemand gemerkt? Herzlichen Glückwunsch zum Bobbycar! Dein brandneues Bobbycar. Voll ausgestattet, elektrische Fensterheber, Elektromotor. Ah, Shaker auch noch. Wer hat einen Shaker gewonnen? Ziehen. Es ist... Nicht hingucken. Achso, es ist eh zu. 136. Wo ist die 126? Wo? Oben, Shaker abholen. Wer hat noch einen Shaker gewonnen? Oben wurde noch ein Shaker gewonnen. Ohne hingucken. Hier. 112. Abholen. Die 112, Shaker gewonnen. Wer hat noch einen Shaker gewonnen? Wir haben keinen Notfall, alles gut, kein Notfall. Noch einer? Einer noch, dann sind sie alle. Ich habe mich noch nie so wie eine Tombola gefühlt. Jetzt hole ich einen von unten. Warte, ich habe auch noch einen übrig hier. Dann machen wir noch einen, okay, dann musst du noch 2 ziehen. Oder 2, je nachdem, wenn du da oben auch schon eingehört bist. Jetzt haben wir die 1, 2, 3. Ist die 1, 2, 3? Wo ist die? Moment. Oben, jawohl, oben. Shaker abholen, hier an der Bühne.
auch schon einfach Ja. Ich hatte ja noch 2 hier stehen auch. Ja, also wir haben jetzt, wo sind denn hier, guck mal, einmal ein Bobbycar und 3 Shaker, das sind die da. Okay, dann haben wir noch die 2. Okay. Ist das dein benutzter? Nein, den habe ich extra unter den Tisch gestellt, damit genau das nicht passiert. Vielleicht habe ich es auch vermisst. Echter Patrick-DNA. Heute mit Erkältung, nein. 1-6-0. Woo! Ja, Vorne in der Mitte. sehr gut. Und der letzte Shaker, meine Damen und Herren, das wird richtig spannend. Keine Einsätze mehr. Wie still auf einmal es ist, ne? Ja, der letzte Shaker. Wegen dem Stück Plastik. Machst aber auch spannend. 5-8. 58. Wo? Erik, das ist okay für dich, oder? Erik, ist auch gut, du bist ja befangen, du bist mein Steuerberater. Warum machst denn du da mit? Du kennst doch die Regeln. Also. Zum Glück hast du es abgegeben. Ja, damit sind wir jetzt am Ende dieses 150. Nachtgeflüsters und ihr habt echt lange durchgehalten. Wir würden noch gerne ein Foto von euch, mit euch, nicht von euch, mit euch machen. Mit euch machen. Wir drehen uns rum und machen ein Foto. Ist das cool für euch? Wer nicht will, macht so. Genau, oder guckt jetzt beschämt weg. Und dann sehen wir uns ja. Guck mal, da waren wir in Hamburg. Willst du das Selfie machen? Oder? Ja, ich würde sagen. Und jetzt alle Bim! 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 Ja, wunderbar. Das kann man auf dem Foto ja nicht hören, ne? Okay, Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich im Monochrom. Und bis dahin gilt. Und jetzt machen wir alle zusammen mit. Glaubt, was ihr wollt. Euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dann. Vielen Bis gleich. herzlichen Dank. Tschüss. Wir kommen gleich nochmal vorne hin. Vielen Dank. Jingle, Daniel. Warum hast du nicht... Jetzt wird nochmal gedanced. Oh. Falsch. Und wir fangen von vorne an. Lass es. Wir lassen es rock auf der Aftershow-Party, ja? Ja, genau. Wer zur Aftershow kommt, wir sehen uns gleich. Wir kommen in 30 Minuten ungefähr nach. Es gibt noch ein paar Resttickets übrigens im Linktree.